Jetzt einen guten Weg, eine gute Reise mit wieder. Ja, vielen Dank, Arkadi. Es war so schon wunderschön. Und wie hört sich das erst mit einem Flügel an? Vielen, Oh, vielen Dank. ja, genau. Es war wunderbar. Oh, meine, meine Herz. Tu, 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 tu. Schön. So, dann dürfen wir jetzt den Seelenkalender hören. Ja? In verschiedenen Sprachen. Mit welcher Sprache wollen wir beginnen? Hm, Zum Beispiel, das weiß ich nicht. Welche wollen Sie? Wie bitte? Welche wollen Sie? Ähm, wollen wir mit Russisch Julia, beginnen? wir haben alles schon geplant. Sie können einfach ruhig erstmal wahrnehmen.
Dann beginnen wir jetzt. Prima. Dankeschön. Я могу начать. Духовным откровением отдаваясь, вбираю я души вселенский свет, и мысли власть растет, мне самого себя даруя, чтоб из себя во мне самосознание пробудить. Я тоже сейчас на немецком. An Geistesoffenbarung hingegeben, gewinne ich des Weltenwesens Licht, Gedankenkraft, sie wächst, sich klärend mir mich selbst zu geben, und weckend löst sich mir aus Denkermacht das Selbstgefühl. Українською. Віддаючись в прозрінні духу, вбираю я вселенську сутність світла. О міць думок, вона росте, очистившись, мене мені дає, і звільнюється раптом думки сила, що самовідчуття в мені збудила. На български в духовно откровение потънал, извличам аз на мирозданието светлината. Силата ми словна, тя нараства, избистря се на мен, самия ме дарява. И пробуждаща освобождава в мен от мощта мисловна себеусещането мое. In English, surrendering to Spirit's revelation, I gain the light of cosmic being, the power of thinking, growing clearer, gains strength to give myself to me, and quickening there frees itself from thinker's energy, my sense of self. Swedish. Hängiven Andens uppenbarelse, jag finner ljus av världens väsen. Min tankekraft i klarhet växer, att skänka mig själv. Då frigörs väckande i mig ur tankens makt min självförnimmelse. Čechyš, odevzdán zjevení ducha, získávám světlo světové bytosti. Roste síla myšlení a projasňuje se, aby mne dala sobě samému. A probouzejít se, uvolňuje se mi z moci myšlení mé sebecítění. Vielen Dank. Das war ein Klang über die ganze Welt. Ja, ein Großteil der ganzen Welt natürlich. Nicht die ganze Welt, aber schon ein Großteil der Begegnung, zumindest der sprachlichen Begegnung, auch zum Teil wirklich in den Ländern seiend, der Begegnung zwischen Ost, Mitte, West, Nord und vielleicht noch Südost. Genau.
Ich war auch schon dabei. Bulgarien würde ich mal als Südosten dazu zählen. Genau. Ja, das freut mich sehr. Mm, Zu Beginn vielleicht in diesem Zusammenhang eine Bitte. Könnt ihr diese Folie, könnt ihr das sehen hier? Wir wollen auch die Webinare, also die Aufzeichnungen, mehrsprachig in die Länder geben. Und das ist tatsächlich, wenn man das so mit sozusagen mit der Hand am Arm macht, dann ohne technische Hilfe ist das sehr, 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 sehr aufwendig. Und YouTube bietet tatsächlich eine sehr schöne Funktion an. Und da wir allerdings noch ein sehr junger Kanal sind und noch nicht über 500 Subscriber heißt das, bei YouTube sind, können wir diese Funktion noch nicht nutzen. Wir sind aber sehr nah dran. Und deswegen, und das ist eine schöne Entwicklung in so kurzer Zeit mit so wenigen Videos. Und deswegen ist die herzliche Bitte natürlich freilassen, wer das möchte, aber es würde uns sehr helfen, wenn ihr auch Interessenten anspricht, die auf dem YouTube-Kanal eben diesen Kanal abonnieren. Das kann man auf zwei Arten machen. Man kann zum Beispiel auf unsere Website gehen, diese michaeliten.org, die ich hier eingeblendet habe. Und da gibt es so einen Button, so ein Symbol, da kann man draufdrücken und dann hat man den Kanal für die Videos abonniert. Also sprich, da muss man nichts bezahlen, sondern das ist einfach so, dass man dann eine Übersicht in übersichtlicher Form immer diese Videos bekommt. Wenn man sie nicht sehen möchte, dann muss man sie auch nicht sehen, aber man kann sie eben sehen. So, und das Gleiche kann man auch auf dem YouTube-Kanal machen, eben direkt. Der heißt Michaeliten, so wie es hier steht. Und dort bitte auf dieses Symbol drücken. Diesen Michael, der da in der Interaktion mit dem Drachen ist. Genau. Beim letzten Mal haben wir, haben wir sehr, sehr verstärkt über den Vidar gesprochen. Vidar mit den nordischen Göttern. Aber vor allen Dingen über Vidar und seine Rolle in der neuen Geistesforschung in der heutigen Zeit, seine Verbindung mit Michael, seine Verbindung mit Christus und auch seine Bedeutung für das neue Hellsehen. Und nur repräsentativ möchte ich noch einmal auf diese Aussage von Rudolf Steiner in der GA 121 hinweisen. Das ist dieser berühmte Volksseelenzyklus, wo er eben hinweist auf die besondere Rolle für die neue Geistesforschung, gerade von Vidar, dass eben die neue Geistesforschung wieder aufrichten wird, die Kraft Vidars. Und der eben damit alles aus den Gemütern der Menschen vertreiben wird, was als Überbleibsel der alten und auch chaotischen Hellseherkräfte verwirrend sein und wirken könnte. Und, ich will nicht sagen vor allem, aber vielleicht kann man das sogar sagen, der das neu sich heranentwickelnde Hellsehen in der menschlichen Brust wachrufen wird. Das ist eben auch mit dem Hören sehr stark verbunden. Und das weist uns nochmal auch erinnerungshalber darauf hin, wie wichtig eben die Rolle Vidars ist und eigentlich wie wenig bekannt sie ist. Und hier ist dieses Bild Vidars im Kampfe mit dem Fenriswolf. Und der Fenriswolf repräsentiert hier eben das alte Hellsehen. Heute allerdings
wollen wir natürlich auch ein bisschen über Vida sprechen. Vida wird immer dabei sein, aber vor allen Dingen über die anderen nordischen Götter, die anderen nordischen christianisierten Götter, sind natürlich nicht die Götter in der alten Form, also in der vorchristlichen Form. Da hatten sie andere Aufgaben. In dem Gesamtstrom standen sie auch da im christlichen Strom, also wie eigentlich die gesamte Weltentwicklung. Aber sie waren nicht im engeren Sinne christianisiert, wie man das vielleicht bezeichnen könnte. Modi, Magni, ja, auch der Hammer Thors, da geht ja dann die Hände von Magni nach Ragnarök. Das werden wir gleich alles hören. Beim nächsten Webinar gehen wir dann die Schritte des Weges weiter. Diese Wege, die wir hier beschreiben, ist in gewisser Weise auch eine Beschreibung des Einweihungsweges. Den kann man natürlich immer von ganz verschiedenen Gesichtspunkten schildern. Ich schildere ihn jetzt so, dass ich mit der besonderen Rolle Vidas und der anderen nordischen Götter beginne und wir dann weitergehen mit Vida natürlich, weil er die neue Geistesforschung aufrichten wird und verlebendigen wird, durch das, was Rudolf Steiner nannte, das Tor des Todes. Das ist das, was ich Michael-Tore nenne, aber das ist mein Ausdruck dafür. Das sind die 4 Tore, dann das Tor der Elemente, ein drittes Tor. Alle Tore sind eigentlich geheimnisvoll. Das dritte ist natürlich auch geheimnisvoll. Es hat sehr besonders das Tor der Sonne. Und dann ein besonderes Tor, das sich erst kürzlich wieder geöffnet hat, das geheimnisvolle 4. Tor. Und zum Schluss der 7-schrittigen Reihe sprechen wir über die lebendige Essenz der michaelischen Geisteswissenschaft. Also was bedeutet es denn, wenn wir mit Vidar-Methoden die Geisteswissenschaft verlebendigen? Und auch da sind die Blickwinkel nie einseitig zu nehmen. Ja, es gibt zwar eine Wahrheit, aber es gibt ganz viele Blicke darauf. Und diese Blicke wollen wir natürlich alle Schritt für Schritt erschließen und es wird natürlich auch noch einige Blicke übrig bleiben und es ist immer schön, da zusammenzuwirken. Also wir schildern es jetzt von diesen Gesichtspunkten. Und ja, man könnte da eben noch auch anders weitergehen. Heute aber geht es um die Kräfte vor allen Dingen um die Kräfte der anderen nordischen Götter in uns. Heute wollen wir vor allen Dingen eben darauf schauen, wie zum Beispiel Modi und Magni, ja, das sind die Söhne Thors, in unserer Seele leben. Also es geht immer darum, dass wir die Kräfte, die Wesen in unserer Seele auch erleben können. In unserer Seele, mit unserer Seele. Denn bei all dem ist es natürlich ein Schritt, ich habe gerade von Einweihungsweg gesprochen, ein Schritt dahin, dass wir selber uns auf den Weg machen, eben Schritte in die geistigen Welten zu gehen, die beginnen zunächst mal mit dem Verstehen überhaupt. Denn das hilft. Das hilft sehr. Das hilft auch dabei, besser in die Wahrnehmung zu kommen. Wir wissen natürlich, dass es verschiedenartig gestimmte Menschen gibt. Die einen haben zuerst Wahrnehmungen und müssen sich ganz mühsam die Erkenntnisse dazu erringen. Denn eine Wahrnehmung allein für sich ist macht noch nicht die Erkenntnis. Man braucht eben auch die Begriffe dazu. Und die anderen beginnen eben bei dem Weg der Begriffe. Und in der Anthroposophie kommen eben beide Wege zusammen. Wahrnehmung und Begriff. Und erst dann kann man auch von Erkenntnis sprechen. Und wenn man noch eine so schöne Imagination hat,
Die sind auch manchmal nicht so schön, aber wenn man überhaupt, selbst wenn es eine sehr, sehr schöne Imagination hat, dann heißt es noch nicht, dass man in der Erkenntnis ist. Dann ist man natürlich auf dem Weg, aber dann braucht man noch weitere Schritte, um wirklich zu erkennen, mit welchem Wesen habe ich es denn da zu tun. Vor allen Dingen eben mit Wesen. Und so sind eben auch Modi, Magni, aber auch die anderen nordischen Götter eben Wesen in der christlichen Terminologie, in der christlichen Wortwahl heißen sie Engel, Engelwesen oder auf einer anderen Stufe auch Erzengelwesen und so weiter. Aber man kann sie eben auch, man kann auch das Wort Götter natürlich dafür nehmen. Wie können wir sie also in unserer Seele erleben? Am Ende des ersten Teils können wir noch eine kleine Übung dazu machen. Wie wirkt denn der Hammer Thors heute? Wie hilft er uns, Frieden zu schaffen? Und was ist die Aufgabe von dem christianisierten Odin in unserer Zeit? Was eine, ist alles interessant, also alles, auch alles sehr wichtig. Was aber, ich glaube, noch sehr wenig bekannt ist, was ist denn die Aufgabe von Baldur und Hödur nach Ragnarök? Und warum sind sie versöhnt, obwohl doch der Hödur, der blinde Hödur, seinen Bruder Baldur mit einem Pfeil tötete? Also warum kommen sie versöhnt nach Ragnarök wieder zurück von Hel? Das ist der Ausdruck für der nordische Ausdruck für das, was wir im Deutschen Hölle nennen, Hel, Hölle. Und was bedeutet das vor allen Dingen für das neue Hellsehen? Wenn wir noch Zeit haben, können wir auch noch weitere Themen besprechen, zum Beispiel Surtur oder, ja, oder noch andere Themen. Also, beginnen wir mit der Reise. Wir haben ja schon, Entschuldigung, wir haben ja bereits bei unserem ersten Webinar gehört, dass dass es sich bei Vida und den anderen nordischen Göttern nicht um eine nordische Spezialität handelt. Also um Wesen, die nur im europäischen Norden wirken. Man braucht eigentlich nur daran denken, wie sie verbunden sind mit dem Christusimpuls. Insbesondere mit dem Christus im Ätherischen. Und dieser Impuls ist natürlich für alle Menschen da. Und insofern sind auch die Kräfte der nordischen Götter in Verbindung mit dem Christus für alle Menschen da. Und deswegen ist es auch so wichtig, jetzt darüber zu sprechen. Natürlich auch für die slawischen Menschen. Oder ja, eigentlich eben für alle Menschen. Es ist eben genau wie der Christus ein Weltereignis. So ist wieder eben ein Weltereignis. Er ist der Nachfolger Michaels, wie wir aus der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner wissen, ist Michael der große Künder des Christus. Der ist aufgestiegen zum Archai, also eine Stufe höher als ein Erzengel. Und das bedeutet, dass er eben jetzt die ganze Menschheit impulsieren kann. Wirklich die gesamte Menschheit. Also nicht nur die Menschen, die im engeren Sinne Michaeliten sind. Darüber können wir auch noch gerne sprechen, was das denn bedeutet. Sondern, und das sind auch schon Millionen von Menschen, sondern Michael als Archai impulsiert die gesamte Menschheit. Und in diesem Zuge ist auch wieder aufgestiegen, nämlich zum Erzengel in der Sonnensphäre. Erst in dieser Beziehung ist er der Nachfolger Michaels.
aber eben auch, Entschuldigung, na, aber eben, aber eben auch die anderen nordischen Götter, die im Gefolge des Michael sind, im Gefolge des Widar sind, sie stehen natürlich auch im Christusstrom. Und wenn wir wirklich verstehen wollen, was das bedeutet, dann heißt das, wir müssen uns fragen, was Ragnarök eigentlich bedeutet. Denn Ragnarök, das ist das, ich habe das schon mehrmals gesagt, das sogenannte Schicksal der Götter. Und also Ragnare heißt Armee der Götter und Rök Schicksal, also Schicksal der Götter. Und im christianisierten Sinne sind es natürlich die helfenden, ist das eine helfende Armee, eine sogenannte Heilsarmee, ja, könnte man vielleicht sogar sagen. In diesem Sinne natürlich. Und bedeutet eben das Schicksal der Götter. Und wenn wir davon sprechen, was das Schicksal der Götter ist, dann ist natürlich die große Frage, was hat das mit uns Menschen zu tun? Das sind halt die Götter. Das ist gut für sie, das ist schlecht für sie, aber was hat das denn mit uns zu tun? Na, wir als Menschen sind eben verbunden mit den Göttern. Unsere ganze menschliche Entwicklung hängt mit den sogenannten geistigen Welten zusammen und das sind nicht irgendwie neutrale Welten, sondern am Ende sind das alles Wesen, Götterwesen, mit ihren Helfern natürlich, zum Beispiel den Elementarwesen. Und die wirken in verschiedenen Hierarchien. Das soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Heute sind vor allen Dingen die nordischen Götter unser Thema. Und in dieser Art des Wirkens wirken sie in verschiedener Weise auf die gesamte Weltentwicklung, auf den gesamten Kosmos und damit auch auf die gesamte Menschenentwicklung, auch auf unsere Seelenentwicklung. Und in unserer Seele, also in unserer Wahrnehmung, in unserer Erkenntnis und damit in unseren Taten, die eben durch unsere Erkenntnis, unser Denken, unser Fühlen impulsiert sind, erfüllt sich das Schicksal der Götter. Denn unsere Seele ist der Schauplatz der Götter, der geistigen Wesen und damit ist unsere Seele auch der Schauplatz von Ragnarök. Es geht also um das Bewusstsein der Menschen, von uns. Vor ungefähr 5000 Jahren begann etwas, was man in der indischen Geisteswissenschaft, damals, als sie noch wirklich eine hohe Geisteswissenschaft war, das Kali Yuga nannte. Das heißt das dunkle Zeitalter. Damals hatte man eben eine frühere und vor allen Dingen instinktive Hellsichtigkeit. Und diese Hellsichtigkeit, die begann damals vor circa 5000 Jahren zu schwinden. Das kennen eigentlich viele spirituelle, also echte spirituelle Strömungen. Die kennen das. Und ungefähr mit dem Zeitpunkt von vor 2000 Jahren, als das zu erleben war, was wir das Mysterium von Golgatha nennen können. Also als der Christus sich mit uns Menschen verband, mit der Erde verband, mit dem Jesus verband und dann durch den Tod gegangen ist und sich damit mit der gesamten Menschheit verband und mit der gesamten Erde auch. Also ungefähr zu diesem Zeitpunkt gab es so gut wie keine instinktive Hellsichtigkeit mehr, mit Ausnahmen natürlich, von Ausnahmen abgesehen. Das kann man auch nachvollziehen, sogar schon historisch kann man das schon nachvollziehen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass zum Beispiel in den, in den griechischen Tragödien kann man es zum Beispiel nachvollziehen, dass einmal
die Erinyen noch, das sind die Schicksalsgöttinnen, wenn man etwas Schlechtes getan hat, sozusagen wie von außen wahrgenommen wurden. Und schon kurze Zeit später wurden sie im Inneren als Stimme des Gewissens wahrgenommen. Also da hat sich schon etwas verschoben in der Wahrnehmungsfähigkeit. Und so kann man das auch an anderen Stellen sehen. Aber das nordische Volk, das germanisch-nordische Volk, und die Germanen waren verteilt eigentlich über fast ganz Europa, bis eben in den Norden hinein, bis nach Skandinavien. Bei denen hat sich die Hellsichtigkeit noch sehr, sehr lange erhalten. Eben bis ins 8., 9. Jahrhundert hinein. Und wenn die Menschen, die Germanen, ich zeige nochmal eben eine Folie dazu. Moment. Muss ich freigeben. So. So. Hier ist nochmal ein Bild von Ragnarök. Also eins der vielen Bilder, die man finden kann. Und wenn damals die Menschen von Odin gesprochen haben, wie er im Sturme der Herr braust, oder von Thor, wie er im Blitz und Donner waltet, dann waren das eben nicht nur Märchen, wobei Märchen sind hoch zu achten, weil Märchen bilden eigentlich die damals angemessene Form der Mysterienweisheiten, nachdem die Hellsichtigkeit verschwunden war. Aber es ist eben jetzt im schlechten Sinne genommen kein Märchen, sondern es waren reale Schauungen auf dem, was man in der Anthroposophie Astralplan nennt. Das ist die nächste übersinnliche Ebene über dem, was man die Sinnenebene nennen kann. Das haben sie gesehen. Sie haben den Thor wahrgenommen, sie haben den Odin wahrgenommen und auch die anderen Götter. Und sie haben natürlich auch gewusst, dass sie mit diesen Göttern in Verbindung stehen. Und das waren also Ereignisse, die sich gleichzeitig in der Natur abgespielt haben. Also wenn man den Odin im rauschenden, brausenden Winde wahrnimmt, aber auch im menschlichen Leibe abspielten. Und diese Ereignisse, die kleideten sich eben für die hellsichtigen Germanen und insbesondere für deren Führer, spirituellen Führer, in astrale Bilder. Imaginationen kann man dazu sagen. Und das ganz Besondere ist eben, dass die alten Germanen dabei mit ihrem Ich-Bewusstsein dabei waren. Es war zwar noch nicht so ein individuelles Ich, wie wir es heute haben. Dazu musste eben Ragnarök kommen, also erstmal das Schicksal der Götter, zunächst mal der Untergang der Götter in unserem Bewusstsein. Aber es war schon ein Ich-Bewusstsein, also ein waches Ich-Bewusstsein, und zwar als Wirkung von Thor und seiner Gattin Sif. Thor ist eigentlich der Ermöglicher des Ich. Aber er wirkte eben mit seiner Gattin Sif. Und Sif ist der alte Name für Sippe. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Obwohl die Hellsichtigkeit bei den alten Indern beispielsweise viel, viel höher war, hatten sie dennoch, oder auch bei den alten Ägyptern, hatten sie dennoch noch kein waches Ich-Bewusstsein dabei, sondern es war mehr traumhaft, wie wir es gerade aus der Geistesforschung von Rudolf Steiner kennen. Und man kann es auch an anderen äußeren Tatsachen sich erschließen. Aber selbst bei den alten Germanen musste diese
einerseits wache und dann doch geschenkte, instinktive Hellsichtigkeit der Seele verschwinden. Und das bedeutet eben, dass die Götter im Bewusstsein der Menschen untergingen. Das war der Untergang der Götter aus dem Bewusstsein der Menschen. Sie wurden tradiert, so wie wir unsere Engel tradieren. Also natürlich für diejenigen, die sie jetzt nicht schon wieder wahrnehmen. Auch das ist jetzt wieder möglich, gut möglich. Aber für viele ist es dennoch Tradition. Aber die unmittelbare Wahrnehmung war eben nicht mehr da. Und damit auch die Führer, die unmittelbare Führung durch diese Götter, die war nicht mehr gegeben. Und das war das Schicksal der Germanen, aber eben auch der germanischen Götter. Genau. Das war natürlich dramatisch. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man etwas erlebt, was eigentlich den Grund des Lebens gibt, die Orientierung im Leben. Es war dramatisch. Aber es war auch notwendig zur Erlangung der vollständigen Freiheitsmöglichkeit und damit eben auch für den Fortschritt der menschlichen Entwicklung. Also das, was für die gesamte Menschheit mit dem sogenannten Kali Yuga begann, das setzte jetzt auch bei den Germanen ein, allerdings eben sehr, sehr spät. Und deswegen haben die Germanen eine ganz besondere Rolle. Jedes Volk hat eine ganz besondere Rolle. Die Inder haben eine besondere Rolle, die Ägypter, die Germanen. Also es geht hier nicht darum, um besser, schlechter. Es geht hier nur darum, die besonderen Rollen im jeweiligen Weltgeschehen bewusst zu haben. Und jetzt sind eben wieder die Wesen wahrnehmbar, die wir eben die nordischen Götter nennen, in ihrer christianisierten Form. Und das ist eben besonders in Mittel-Nordeuropa so wahrnehmbar, aber eben auch möglich für die gesamte Menschheit, dadurch, dass sie jetzt mit dem Christusimpuls verbunden sind. Und die Germanen, die sind in besonderer Weise vorbereitet, denn sie fühlten bei all dem untergehenden, hellsichtigen Wahrnehmen, also dem nicht mehr Vorhandensein der Hellsichtigkeit, fühlten sie etwas ganz Bedeutsames. Nämlich sie fühlten vor allen Dingen natürlich ihre spirituellen Führer. Das ist eine Zeit, wo wir die Götter nicht mehr wahrnehmen. Das ist eine Zeit des Übergangs. Eine Zeit lang müssen wir andere Fähigkeiten entwickeln. Wir wissen auch, was das ist. Ne? Sie müssen, wie alle Menschen, das individuelle Ich entwickeln, die Freiheitsmöglichkeit. Das bedeutet, dass man abgekoppelt ist von der geistigen Welt, damit auch die Irrtumsmöglichkeit größer wird. Aber sie wussten, die empfanden und die Führer wussten es auch, dass danach die Götter wieder wahrnehmbar werden. Aber eben nicht mehr so wie vorher. Es werden dann nicht einfach wieder Odin und Thor und die anderen in dieser Art, in der gleichen Art wieder erscheinen, sondern nach Ragnarök kommen eben, ich zeige da nochmal eine Folie dazu. Nach Ragnarök kommen eben die anderen nordischen Götter. Und zwar zuerst Vidar, Vali, Modi und Magni. Und auch Baldur mit Hödur, interessanterweise. Zuerst die vier. Ich habe leider kein so schönes Bild von Modi und Magni gefunden. Also alles, was ich gesehen habe, war irgendwie so noch so sehr vorchristlich, würde ich mal sagen. Insofern kann man es schon fast wegnehmen. Aber ich habe es trotzdem mal gezeigt, weil es sind eben vier, vor allen Dingen vier und eben die eigentlich Ragnarök überleben und die eben im Gefolge haben, also wieder vor allen Dingen im Gefolge haben, auch Baldur und Hödur und dann
kommen auch die anderen nordischen Götter. Warum ist das denn jetzt gerade so wichtig? Also im ersten Webinar haben wir natürlich schon bereits gehört, welche riesengroße Rolle wieder als Nachfolger Michaels in der Sonnensphäre für das Wahrnehmen des Christus im Ätherischen hat. Und damit zusammenhängend auch mit der Fähigkeit des neuen Hellsehens. Und dass eben die neue Geistesforschung wieder aufrichten wird, die Kraft Widers. Also die anthroposophische Geistesforschung. Das ist für unsere Zeit, ist das die neue Geistesforschung. Zukünftig wird es auch wieder andere Formen annehmen. Aber für unsere Zeit ist das noch die anthroposophische Geistesforschung. Und so können wir eben wissen, das ist unsere heutige Zeit, wo diese Götter wieder auferstehen. Unsere heutige Zeit, wo auch der Christus im Ätherischen wahrnehmbar ist. Also der Christus, der durch Golgatha gegangen ist, der zuerst in einem menschlichen Leib wahrnehmbar war als Jesus Christus. Und dieses Wesen des Jesus Christus, das ist natürlich auch wieder ein eigenes Thema. Das ist jetzt heute nicht das Hauptthema. Das geht eben durch das ganze Weltgeschehen, verwandelt die Erde, verwandelt aber auch alle geistigen Ebenen, Schritt für Schritt. Und wir kennen das, wir kennen das sogar aus der Bibel, dass der Christus wieder erscheinen wird. Da heißt es, er wird wiederkommen in den Wolken. Die Bibel, so wie wir sie kennen, ist eben in einer starken Bildsprache geschrieben. Und damit ist eben die nächsthöhere geistige Ebene gemeint, also das, was wir im anthroposophischen Astralplan nennen. Das sind Bezeichnungen. Also die nächsthöhere übersinnliche Ebene. Da ist der Christus jetzt wieder wahrnehmbar im sogenannten Ätherischen. Und das ist unsere Zeit, eigentlich schon seit dem letzten Jahrhundert. Aber da wird natürlich auch kräftig gegengearbeitet. Das ist also unsere Zeit. Und zwar eben noch bevor das beginnt, was wir die Inkarnation Ahrimans nennen können. Das heißt eigentlich schon vor 100 Jahren begann es damit, dass der Christus im Ätherischen wahrnehmbar war. Und die Inkarnation Ahrimans ist im sogenannten Weltenplan eigentlich erst viel später geplant, im Jahre 2664. Aber er selber möchte alles daran setzen, dass er eben jetzt schon früher inkarniert. Denn wenn die Menschen ihre Spiritualität ordentlich entwickeln und kräftig entwickeln, dann wird es für Ahriman ganz, ganz schwer, seine Ziele durchzusetzen. Sie wird auf jeden Fall kommen, die Inkarnation. Und die einen reden von 2029, die anderen von 2033. Das ist aber nicht so ganz entscheidend. Also Ahriman ist im Begriff, sich zu inkarnieren. Und wir merken das an vielen, vielen Stellen. Und deswegen ist sozusagen rechtzeitig für uns Menschen, die Geisteswissenschaft gegeben worden und eben wieder in seine Aufgabe gekommen, mit den anderen christianisierten nordischen Göttern uns Menschen zu helfen. Genau in dieser Situation. Deswegen ist das wichtig. Und sie ermöglichen auch
ja, ich nenne es vielleicht mal Umgang mit ihnen, der etwas, ja, wie soll ich es nennen? Vielleicht volksnäher, der etwas volksnäher ist. Denn wir wissen, dass die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners gegeben wurde in einer Zeit, als die Menschen extrem intellektualisiert waren. Das sind wir im Grunde genommen bis zum gewissen Grade immer noch, aber nicht mehr ganz so stark. Also der Höhepunkt der trockenen, abstrakten Intellektualisierung war eben Anfang des letzten Jahrhunderts, vielleicht Ende des vorletzten Jahrhunderts. Und in dieser Zeit musste Rudolf Steiner mit dem, was vorhanden war, was die Menschen denken konnten, beginnen und hat dann alle Begriffe mühsam verlebendigt. Er hat eigentlich eine neue Sprache geschaffen. Eine Sprache, an die man eigentlich von allen spirituellen Richtungen wie andocken kann. Es ist wie ein gemeinsamer sprachlicher Boden, egal aus welcher spirituellen Richtung man kommt. Man kann an diesen Begriffen, ja, weil es eben lebendige Begriffe sind, aus dem Geistigen genommen, da kann man andocken, auch mit seinem Denken. Man kann Katholik bleiben und Anthroposoph sein. Man kann Muslim bleiben und Anthroposoph sein. Es gibt Beispiele dafür. Und so weiter. Es ist also nicht an eine Religion gebunden. Aber es ist eben an das klare Denken gebunden und an die Verlebendigung dieses Denkens. Und die nordischen Götter Modi und Magni und wie sie auch andere heißen, mit ihnen kann man sozusagen etwas, wenn man so will, volkstümlicher umgehen. Ja, mit eben guten Wesen, die einem helfen, die uns in Lebenssituationen helfen und eben im Christus Michael Widerstrom stehen. Sie wollen uns auch helfen. Aber wir Menschen leben jetzt in der Zeit der Freiheit. Und deswegen brauchen natürlich alle geistigen Wesen auch unsere freie Initiative. Zumindest für die Bereiche, wo wir Menschen sozusagen schon in die Freiheit entlassen sind. Wir sind noch nicht in allen Bereichen frei. Kein Durchschnittsmensch beispielsweise kein Durchschnittsmensch kann sein eigenes Zellwachstum bewusst steuern oder ein Haar bewusst wachsen lassen. An vielen Stellen sind wir noch nicht bewusst, also noch nicht in die Freiheit entlassen. Aber insbesondere in unserem Seelenleben, vor allen Dingen im Denken, sind wir in die Freiheitsmöglichkeit entlassen. Und deswegen setzt auch da die Anthroposophie an. Allerdings geht sie dann auch weiter. Man darf nicht bei einem kalten Denken bleiben, sondern das Denken muss durchwärmt sein. Und das Fühlen muss durchlichtet sein. Und so können wir auch unser Wollen impulsieren. Also wir brauchen schon den ganzen Menschen, auch die ganze Seele eben. Also wie können wir Modi und Magni, die Söhne Thors, in unserer Seele heute erleben? Und wo können sie auch helfen? Von Magni wissen wir, dass das Wort schon, also seine Bezeichnung, und diese Bezeichnungen sind eben wichtig. Die Bezeichnungen haben Bedeutungen. Die sind nicht irgendwie willkürlich gewählt. Magni bedeutet der Starke. Ja? Modi, und das kann man schon an dem Wort sehen, der Mutige. Modi, mutig. Sie sind in der nordischen Mythologie eben die Söhne des Gottes Thor und, interessant, der Riesin Jernsaxa. Ja, von Thor und einer Riesin. Wie stark zum Beispiel Magni ist, darüber habe ich schon in diesem YouTube-Video berichtet. Nachdem er gezeugt wurde, konnte er bereits im Alter von 3 Nächten seinen Vater Thor befreien.
Und zwar hat Thor mit dem Riesen Hrungnir gekämpft. Dieser Riese hatte Odin herausgefordert zum Zweikampf und sie haben ein Wettrennen mit ihren Pferden veranstaltet und Odin hat gewonnen mit seinem Ross Sleipnir, aber Hrungnirs Ross war auch sehr schnell und immerhin konnte er das Asenland erreichen. Und er wurde dann eingeladen in der Darstellung der Legende, aber dann begann er zu prahlen, dass er eben die Asen vernichten würde und so weiter. Und freie Raum und so weiter und so fort. Und ja, und er hat eben auch Odin herausgefordert. Und so hat er seinen stärksten Vertreter, den Thor, geschickt. Der hat mit dem Riesen gekämpft. Jetzt will ich nicht auf alles eingehen, aber am Ende hat Thor diesen Riesen erschlagen und lag aber im bildlich gesprochen unter dem Bein des toten Riesen Hrungnir. Und die Asen konnten ihn nicht befreien. Nur sein Sohn Magni im Alter von 3 Nächten konnte ihn befreien. Da merkt man auch schon die Stärke, die in Magni liegt. Und in der Zeit, also nach Ragnarök, nachdem auch Thor mit der Midgard-Schlange gekämpft hat, wir kennen das alle, glaube ich, oder zumindest zum Teil kennen wir das, ist es eben so, dass seine Söhne Magni und Modi den Hammer Thors erben. Sie sind es also diesen Riesenkrafthammer des Vaters Thor erben. Und als seine Söhne stellen eben Magni und Modi die durchchristeten und individualisierten Eigenschaften Thors dar. Sie sind eigentlich die Kräfte, die uns in unserem Ich stärken. Modi und Magni. Der Thor ist zwar einerseits der Ich-Bringer, schon vor Ragnarök, vor dem Untergang der Götter, aber er hat das, wie ich gesagt hatte, schon damals mit seiner Gattin Sif gemacht. Und wie ich schon erwähnte, leitet sich das Wort Sif von Sippe ab. Das heißt, die Ich-Entwicklung war noch ganz verbunden mit der Stammesgemeinschaft. So ein Einzel-Ich, wie wir es heute kennen, das gab es in dieser Art noch nicht. Heute ist jeder Mensch, egal ob er ein slawischer Mensch ist oder ein mitteleuropäischer Mensch oder wo auch immer, sein eigener Kosmos. Ja, ich will. Ja, ist eigentlich das Motto. Durch diesen Prozess mussten wir gehen, aber der Weg nach vorne ist eben, dass wir unseren Egoismus überwinden. Und da helfen uns Modi und Magni. Das heißt, wir müssen die Individualität beibehalten und trotzdem uns wieder mit der Welt verbinden. Dass die Welt Teil unseres Wesens ist. Eigentlich unser Ich so weit ausbreiten in die gesamte Welt, dass sie Teil unseres Ich wird. Das ist eigentlich das beste Mittel, um gleichzeitig individuell zu bleiben und eben von einem gewissen Gesichtspunkt selbstlos zu sein. Und dieser Zug, der vorher aber stattfand, dieser Zug nach dem Egoismus, der wird repräsentiert in der nordischen Mythologie durch die sogenannte Midgard-Schlange. Und in Ragnarök kämpft eben auch Thor, der eben vor Ragnarök der Ich-Bringer ist, mit dieser Midgard-Schlange. Er besiegt sie auch, aber er selbst stirbt dann nach 9 Schritten. Das bedeutet, in seiner alten Aufgabe kann er auch nicht mehr so weiterwirken. Und die alten Germanen haben schon gewusst, dass die Midgard-Schlange, also dieser Egoismus, die ganze Welt umspannt.
Also nicht nur das vergleichsweise kleine Skandinavien oder die germanischen Völker in Europa, sondern eben die ganze Welt. Aber mit dem Aufgang der neuen Welt, also nach Ragnarök, erscheinen Thors Kräfte eben wieder als seine Söhne Modi und Magni. Und wir können sie erleben als individuellen Herzensmut, Modi, und individuelle Herzensstärke, Magni. Und wenn wir es schaffen, wenn wir die Stimmung aufbringen, das ist wichtig, wir brauchen diese Kindheitsstimmung, nicht im naiven Sinne. Um wieder in die geistigen Welten zu kommen, brauchen wir im besten Sinne eine Kindheitsstimmung. Wenn wir das ist auch das, was der Christus in der Bibel sagte, also die Überlieferung dessen, was der Jesus Christus in der Bibel sagte. Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihnen ist das Himmelreich. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass nur die Kinder in den Himmel kommen und die Erwachsenen nicht, sondern es sind die Kindheitskräfte in uns, die jeder Mensch hat, die allerdings in vielen Menschen auch zugeschüttet sind. Aber wenn wir diese Kräfte wieder erwecken, und das ist eine bewusste Tat, das wird uns nicht mehr geschenkt, dann kommen wir auch wieder in eine bewusste Beziehung mit den geistigen Welten. In diesem Fall auch mit Modi, Magni. Wenn wir es also schaffen, diese Herzensstärke, diesen Herzensmut nicht nur abstrakt zu erleben, sondern jedes Gedankenerleben und jede Empfindung, jedes Seelenerlebnis in Verbindung zu bringen mit geistigen Wesen, dann sind wir auf dem Einweihungsweg. Und wir haben das auch geübt. Einige von uns haben das auch mitgemacht, die hier auch in dieser Runde sind. Wir haben das geübt bei dem Seminar auf Schloss Hohenfels Ende Oktober, Anfang November im letzten Jahr. Und wir haben auch beim letzten Mal eine Übung dazu gemacht, wieder bewusst in unsere Seele zu schauen. Beim letzten Mal war es eine sehr stark imaginative Übung, die auch zu wunderbaren, sehr übereinstimmenden Phänomenen geführt hat. Das ist auch das Wichtige dabei. Und heute machen wir eine andere Übung, die mehr mit Modi und Magni verbunden ist. Wer möchte natürlich. Magni und Modi also erben den Hammer Thors. Damals hat Thor mit dem Hammer die Riesen bekämpft. Hat die Riesen getötet meistens. Was bedeutet denn das, Riesen zu töten? Die Riesen sind die Wesen, die vor allen Dingen mit den Leibeskräften zu tun haben, mit den irdischen Leibeskräften. Und vor Ragnarök sollten sie eben nicht zu stark werden, damit eben das alte Hellsehen noch bewahrt bliebe. Also die Verbindung zu den nordischen Göttern, die sollte eben zur geistigen Welt, die sollte eben beibehalten werden. Und so wurden eben diese Kräfte bekämpft. Und Kräfte sind eben, es gibt keine neutralen Kräfte in der geistigen Welt. Wesen haben Kräfte, Wesen haben Energie und Wesen haben auch Intention. Also diese Riesen, die wurden eben wahrgenommen. Ja? Die wurden mit Thors Hammer bekämpft. Was bedeutet es denn, wenn dieser Hammer jetzt christianisiert wird? Vor allen Dingen, wenn er mit der Herzensstärke von Magni sozusagen in Verbindung genutzt wird. Dann bedeutet es, dass wir jetzt in voller Freiheit, also ganz individuell, aus unserem Ich heraus, unser niederes Selbst überwinden und uns eben zu unserem höheren Selbst entwickeln, das, was wir höheres Selbst nennen können. Das heißt, das, was für jeden Menschen auch in seinem Leben erlebbar ist,
Wenn man nur zurückschaut, man kann es natürlich auf dem Einwahrungswege, kann man das auch selber sehen, wahrnehmen. Aber man kann sich auch schon die Übung, kann auch schon die Übung machen, einfach auf sein Leben zurückzuschauen und viele Ereignisse, die uns wirklich in unserer Entwicklung geholfen haben. Das waren meistens nicht die sehr angenehmen Ereignisse. Die angenehmen Ereignisse waren schön und man möchte sie auch weiterhaben. Man soll auch nicht bewusst unangenehme Ereignisse herbeiführen. Aber das, was uns meistens in die Entwicklung gebracht hat, war die Überwindung schwieriger Lebenssituationen. Und wenn man zurückschaut, dann kann man eben auch kann man schon einen gewissen Plan auch darin erkennen. Und das hat man nicht selbst mit seinem niederen Ich geplant, sondern eben aus einem höheren Wesen. Das, was wir in der Anthroposophie höheres Selbst nennen. Diese Überwindung des niederen Selbst ist aber eben nur mit anderen Menschen zusammen möglich. Und da kann uns eben das, was sozusagen der Hammer von Thor helfen, der jetzt der Hammer für die okkulte Vergebung wird. Wenn wir es also schaffen mit dem sogenannten christianisierten Hammer, also mit der okkulten Vergebung, den Menschen, die um uns herum sind, mit denen wir manchmal auch schwieriges Karma haben. Ich glaube, es gibt in jeder Biografie solche Menschen und solche Situationen. Und wir selber sind auch manchmal der schwierige Karma für die anderen Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir es schaffen, jetzt schon, während dieses Lebens, den Hammer Thors anzuwenden, dann machen wir etwas, was sonst nachtodlich mit uns passiert, im sogenannten Kamaloka. Das ist also die Situation nach dem Tode oder eine der Situationen, die wir recht bald nach dem Tode erleben, wo wir ja in Verbindung sind mit den Menschen, mit denen wir halt durch unser Schicksal verbunden sind, mit denen wir auch Erlebnisse haben und hatten. Und wo es fast immer so, man kann gar nicht anders handeln, als entweder in irgendeiner positiven Weise oder eben in einer manchmal nicht so positiven Weise. Ganz neutral zu handeln ist oft sehr schwierig. Ist auch gar nicht so das Gewünschte, sondern man sollte natürlich eher positiv handeln. Aber es gelingt uns nicht immer. Und den anderen gelingt das eben auch nicht. Und den Menschen schon jetzt zu vergeben, das kann auch Karma erlösend wirkend. Das ist eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, die wir jetzt schon haben. Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Uhr und gehe nur ganz kurz noch auf ich gehe gleich nochmal auf Hödo ein. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Also ist alles wichtig, aber die Frage war ja, warum sind Baldur und Hödur nach Ragnarök versöhnt? Also Hödur hat ja seinen Bruder Baldur mit einem Pfeil getötet. Baldur ist der Liebling der Asen. Er ist der Sohn von Odin und Freya. Er ist ein Lichtgott. Und er repräsentiert das Hellsehen der Menschen. Und so verwundert es auch nicht, dass er eben der Liebling der Götter ist. Er ist sozusagen der schönste, der friedlichste, der reinste und auch der schönste der Asen. Und als Balder eines Tages von seinem eigenen Tod träumt, dazu habe ich eine Folie. Da. Als Baldur also eines Tages von seinem Tod träumt, da ist es so, dass
dass die Freya oder Frigg zu allen Wesen der Welt geht und ihnen verbietet, dem Baldur zu schaden. Nur die Mistel, die hält sie für zu unbedeutend, zu jung, zu unbedeutend. Und sie lässt sie keinen Eid schwören, dem Baldur nicht zu schaden. Und Loki, von dem kennen wir ja, dass er den einen der Widersacher repräsentiert, oder eigentlich noch mehr, aber sage jetzt mal einen der Widersacher repräsentiert. Ähm, Loki, der verführt den blinden Hödur mit einem Mistelzweig auf den Baldur zu schießen. Denn der Baldur ist ja jetzt unverwundbar. Kein Wesen auf der ganzen Welt kann ihm schaden, eben außer dieser Mistel. Und der blinde Hödur schießt dann mit einem Mistelzweig auf den Baldur und tötet ihn. Und was bedeutet das? Es ist ja interessant, dass der Hödur eben auch der Sohn von Odin und Freya ist. Er ist auch ein Gott, ein göttliches Wesen. Warum ist er denn blind in der geistigen Welt? Und das weist uns eben darauf hin, dass er eigentlich eine große, auch göttliche Kraft repräsentiert. Nämlich das Denken, dass sich die Kraft des Denkens, die eben nicht auf die geistige Welt gerichtet ist, sondern die Kraft des Denkens, die auf die materielle Welt gerichtet ist. Das ist eben auch die Kraft, mit der eben dann Loki verführen kann oder die Loki verführen kann. Eine Denkkraft, wenn wir wir Menschen, unser Denken auf egoistische oder rein materielle Ziele verwenden, dann sind wir eben sehr stark mit dem alten Hödur verbunden. Und mit diesem Denken verdunkeln wir eben die geistige Welt. Das heißt, das Hellsehen verschwindet. Der Baldur wird getötet. Der Rächer des Baldur ist sein Sohn. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Also ist der Vali, der den Baldur rächt. Auch sehr interessant, schon seit im Alter von einem Tag. Also auch eine sehr große Kraft, aber auch man kann es auch mit einer großen Geschwindigkeit, Wirkensgeschwindigkeit verbinden. Jetzt sind also Baldur und Hödur in der Hel und nach Ragnarök erscheinen sie wieder. Aber jetzt versöhnt. Denn es war ja nicht der Hödur, der absichtlich den Baldur getötet hat, sondern er wurde verführt, eben jetzt nur auf die materielle Welt zu schauen. Das ist eigentlich unsere Menschheitsentwicklung. Wir haben als Menschen einen Prozess durchlaufen, wo wir mit unserem Bewusstsein vor allen Dingen auf die materielle Welt schauen. Und jetzt sind wir wieder in der Phase, wo eben wir uns mit dieser Denkkraft auch wieder die geistige Welt erschließen. Und das wird eben gezeigt, indem uns Hödur und Baldur helfen. Baldur, also das neue Hellsehen wieder, aber jetzt zusammen mit Hödur. Das heißt, die Denkkraft von dem Hödur wird jetzt verwendet, können wir jetzt verwenden in Freiheit, um damit in die geistige Welt zu gehen. Und das ist eigentlich der Kern der anthroposophischen Geistesforschung. Und das ist auch der Hintergrund, warum wieder das neue Hellsehen bringt. Er bringt nämlich den Baldur. Und der Hödur und mit der Kraft auch des Hödur, ist in seinem Gefolge sozusagen. Und das mit ihnen zusammen können wir eben, wenn wir weiter diesen Weg der Initiation gehen, auch die Kräfte der Imagination, Inspiration und Intuition erlangen. Das ist eben die Kräfte des Hellsehens und des Hellhörens, also Hellsehen, Imagination, Hellhören, Inspiration und das Einssein mit den geistigen Wesen, das ist die sogenannte Intuition. Jetzt in Anbetracht der Zeit schlage ich vor, dass wir noch eine Übung machen.
Wollt ihr diese Übung machen? Oder? Ja? Ja? Gut. Dann machen wir das jetzt. Und zwar, wenn man den Weg in die geistigen Welten beschreitet, dann ändern sich halt alle Verhältnisse. Und alles, ich mache es jetzt ein bisschen kurz, alles wird wesenhaft. Wir nehmen eben alle Wesen wahr. Die Hilfreichen, die Guten, aber auch die nicht so Hilfreichen, also die Widersacherkräfte. Auch die nehmen wir wahr. Und es ist nicht immer schön, was wir wahrnehmen, aber es ist wichtig und es ist der Weg zu unserer eigenen Entwicklung, zu unserer eigenen ja, Seelenkräftigung. Denn nur so können wir wirklich unseren Weg gehen, 10. Hierarchie zu werden. Und dafür müssen wir sozusagen, man kann so sagen, wie im Sport. Ja, im Sport kennt man das. Man muss trainieren. Man braucht eine gewisse Energie, eine Seelenenergie, ja, um in richtiger Weise in die geistigen Welten zu kommen. Es gibt auch Methoden, ohne diese Seelenenergie in die geistige Welt zu kommen, aber dann hat man sie eben nicht in der geistigen Welt. Und dann ist man, es ist eigentlich da recht ähnlich wie im Sport, eben etwas zu schwach vielleicht für die Kräfte, die einen eben nicht im Guten führen wollen. Also zu diesen Kräften gehört eben eine Ausbildung der Geistesgegenwart, ähm, der Selbstbeherrschung. Ja, Magni zum Beispiel kann uns bei der Selbstbeherrschung stark helfen, aber auch der Furchtlosigkeit. Wichtig ist eben auch eine Furchtlosigkeit zu entwickeln, schon bevor man in die geistige Welt hineingeht. Und so eine gute Meditation dazu, also eine Hilfe dazu, ist, sich immer dem Gedanken hinzugeben, dass man, ja, wenn man von einer Sache weiß, sich an dieser Sache, also wenn eine Sache da ist und man weiß davon nicht, dann fühlt man sich, also wenn es zum Beispiel jetzt eine Sache ist, die einem Furcht vermittelt oder Furcht vermitteln würde. Wenn sie jetzt da ist und man weiß davon nicht, dann hat man keine Furcht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie trotzdem da ist. Und das einmal zu dich wirklich in seiner Seele leben zu lassen, dass man also durch sein Wissen von einer Sache nichts ändert an der Sache. Daher ist also eine Angst, Furcht und Schrecken, ist eigentlich vollständig unnötig, ist eigentlich ein Unding. Wir haben sie natürlich als natürliche Anlage, haben wir sie, jeder Mensch hat das. Aber wir können uns eben kräftigen, wir können eine Furchtlosigkeit entwickeln. Das heißt, das Schreckliche, wir können, wenn wir weitergehen in die geistigen Welten, können wir auch wahrnehmen, dass wir auch in unserem eigenen Wesen nicht nur gute Kräfte haben. Und das kann sehr erschreckend sein für Menschen, die da nicht darauf vorbereitet sind. Also wir brauchen eine Furchtlosigkeit, um in die geistigen Welten zu kommen. Damit wir nicht nur die schönen Erlebnisse überstehen, sondern eben auch die Erlebnisse, die uns herausfordern. Also Furchtlosigkeit. Und wir können das vielleicht einmal so üben, dass wir uns im ersten Schritt etwas vorstellen, was uns auf jeden Fall Furcht machen würde. Auf jeden Fall. Ich gehe erstmal die Übung durch. Stellen uns etwas vor, was uns auf jeden Fall durch Furcht macht und versuchen uns so gut wie möglich in diese Situation zu versetzen. Und das auch wirklich in unserer Seele zu erleben. Und dann im zweiten Schritt verbinden wir uns bewusst mit Modi. Modi, der im Christus Michael Widerstrom steht. Diesem Mutwesen, dem Herzensmut, im zweiten Schritt. Und wir beobachten dann, was dann wird.
Aber wir müssen es eben schaffen, zuerst beide Erlebnisse zuerst mal zu trennen. Also wollen wir damit beginnen? Gut, dann im ersten Schritt werden wir uns erstmal wieder unseres Leibes bewusst, weil wir arbeiten jetzt sozusagen sehr stark über das Internet und da sind eben die unteren Sinne sind nicht so angesprochen, sondern vor allen Dingen die oberen Sinne. Also werden wir uns unserer Leiblichkeit wieder bewusst. Im ersten Schritt werden wir uns bewusst unserer Füße. Dann werden wir uns bewusst unserer Unterschenkel, der Oberschenkel, des Beckenraums, des Bauchraums, der Brust, Hals, Schultern, Arme, Hände, Kopf, wieder zurück, Hintern, Rücken herunter, Schultern, gesamten Rücken, wieder bis zum Beckenraum, also unseres ganzen Leibes. Und jetzt stellen wir so gut wir das können. Wenn das zu stark wird, dann hören wir einfach auf. So gut wir das können, stellen wir uns in eine Situation, vor der wir uns auf jeden Fall fürchten würden. Und jetzt verbinden wir uns mit dem im Christus Michael Widerstrom stehenden Modi, dem Herzensmut, der Mutkraft. Wir nehmen wahr, was sich geändert hat. Wie erleben wir uns jetzt? Sind wir kleiner, größer geworden? Was fließt durch unsere Seele? Hat sich farblich etwas verändert? Ein anderer Ton? Bleiben bei den Phänomenen.
Können wir schon wieder zurückkommen? Oder ja? Dann öffnen wir jetzt wieder unsere Augen. Ja, und wer mag, kann gerne davon berichten. Und am besten bei den Phänomenen bleiben. Das ist immer das Beste, weil die Phänomene sprechen sich durch sich selbst aus. Erst viel später kommen wir ins Urteil. Also was haben wir wahrgenommen? Yvonne? Ja, ich hatte mir eine Situation vorgestellt, wo ich auch wirklich gemerkt habe, dass die Angst wiedergekommen ist. Also es ging darum, dass ein bestimmter Mensch mich versuchen würde, in die Enge zu treiben. Und in dem Moment, als ich mich mit dem Modi verbunden habe, dann war es, als ob es von meinem Herzen aus nach außen, der ganze Körper voller Blitze, also es war sowas wie ein heiliger Zorn, den ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gefühlt habe. Also ich war wie eine Figur, die nach außen Blitze von sich schleudert. Und dann war vollkommene Ruhe. Also einfach nur noch Ruhe. Es war wunderbar. Vielen Dank. Also ganz wunderbar, aber wir kommentieren das bewusst nicht, ihr kennt das, ne? Weil die Phänomene sich selber aussprechen. Vielen, vielen Dank. Peter? Also, ich habe mich auch in einer schwierigen Situation gesehen, wo mir manchmal Furcht einflößt. Und dann habe ich mich verbunden. Und dann war innerhalb kürzester Zeit eine riesengroße Bubble-Schutzhülle, ein Schutzschild um mich, wo ich mich ganz, ganz sicher gefühlt habe. Von innen war es mit Gold umkleidet und von außen mit Blau umkleidet. Und so konnte ich mich dann sicher durch die furchteinflößende Situation begeben. War schön, danke. Hm. Vielen Dank. Uschi? Was mir Furcht einflößen würde oder was mir Furcht einflößt, und dieses Bild habe ich auch genommen, dass die Asuras und der Sonnendämon sich meines Ichs bemächtigen. Und das war von der Stimmung sehr, sehr dunkel und rot. Ich hatte aber von Anfang an sehr schwach wie ein Schutzschild vor mir, das leicht silbern gewesen ist. Und nachdem ich die Wesenheiten gerufen hatte, wurde das ganz, ganz kräftig, hatte so einen blau-silbernen Glanz und die Wesenheiten mussten sich entfernen. Die sind wie, als ob sie sich aufgelöst hätten, in weite Ferne gerückt. Und ich bin größer geworden. Also dieses Getragensein und diese Kraft, die ich in mir hatte, hat mich auch größer von meinem eigenen Empfinden erscheinen lassen. Mhm. Ja, vielen Dank. Ganz spannend. Möchte noch jemand teilen? Vielleicht noch so 1, 2 Meldungen? Wenn gewollt natürlich. Gerlinde oder Gruppe Gerlinde? Gruppe Österreich. Müsst das Mikro anschalten. Ja, passt schon. Ja, gut. Ja, der Herr Minister.
Ich habe zuerst ein wenig Schwierigkeiten gehabt, was zu finden, was mir Angst macht, aber dann ist doch was gekommen. Und bei den Gedanken an Höhlen bin ich plötzlich hochgestiegen, so, es hat fast so ausgesehen wie ein Engel, und plötzlich ist das Problem kleiner geworden. Je höher ich gestiegen bin, desto kleiner ist dieses Problembereich geworden und ich habe viel mehr gesehen. Es war nicht so, dass das Problem weg war, aber ich habe viel, viel mehr gesehen und das war beruhigend für mich. Mhm. Ja. Ja, danke, Hermann. Ihr zuerst. Der Engel? Ja, genau. Mhm. Ich bin der Rudolf. Hallo, Robert. Rudolf. Ah, Rudolf, Entschuldigung. Und ich habe mir eine Situation vorgestellt, vor der ich wirklich Angst hatte und war auch körperlich angespannt und sehr fokussiert auf diese Angst oder auf diese Angstursache. Und nach der Verbindung mit dem Christus und dem Modri habe ich mich doch sehr gelöst, bin distanziert, habe mich distanziert und habe irgendwo dann so ein Mitgefühl mit dieser Angstquelle bekommen. Ja, war sehr interessant. Mhm. Eine sehr interessante Erfahrung. Danke. Ah, okay. Oder Gelinde, möchtest du noch etwas sagen? Nicht, okay. Ja, na gut, dann, Ja. dann sage ich auch etwas. Mhm. Wie soll ich das sagen? Ich habe die Angst habe ich gehabt, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Also das war meine Angstquelle. Und dann habe ich um Hilfe gebeten, habe nach Hilfe gerufen und dann habe ich plötzlich ein Bild bekommen, wie es früher bei mir war, als ich in solchen Situationen war, wie ich noch ein Kind war. Und zwar, da habe ich mich zurückerinnert, als Kind habe ich in meinen Träumen immer fliegen können. Es war immer möglich, wenn eine Angstquelle da gewesen ist ein Schutzengel bei mir gewesen und hat mir geholfen. Und das war unglaublich befreiend für mich, in dieser Gewissheit zu sein, dass die göttliche Welt da ist und die was uns auch ständig Hilfe gibt, wenn wir darum bitten. Wenn wir darum bitten. Also in dieser Rückerinnerung, wie das früher war, als ich noch Kind war, habe ich da Lösungen bekommen. Also das war ganz, ganz interessant für mich. Mhm. Danke. Danke. Ja, ich würde vielleicht noch, ja, ich kann ja vielleicht drauf eingehen. Ich meine, das ganz bewusst, ich mache auch keine Interpretation, aber was man schon wahrnehmen kann, ist immer das, was ich auch, also nicht nur ich sage, sondern das sagt Goethe, das sagt Rudolf Steiner, die Phänomene sprechen sich aus. Ja? Und auch hier kann man sehr deutlich die Übereinstimmung dieser inneren Gesten wahrnehmen. Ja, dieses beruhigende selber größer werden. Das Problem wird kleiner. Es ist nicht weg, aber es wird kleiner. Man wird nicht mehr erdrückt oder erschlagen von dem Problem, sondern man fühlt sich, und zwar ganz real, Herr der Lage. Denn wo war denn das Problem? Zunächst mal in der Seele in aller Regel. Ja, in der eigenen, die Furcht ist ja in der Seele. Und, und so kann man eben dann auch dann wieder Herr der Situation werden.
Und ja, ich glaube, das war sehr deutlich und wie das wirkt. Und eben dann, wenn wir es schaffen, wie gesagt, nicht im naiven Sinne, sondern naiv können wir da gar nicht mehr sein in unserer Weltenzeit. Keiner ist leider, also kann schon fast, na gut, einerseits gut, dass keiner naiv ist, aber diese Kindheitskräfte, die sind uns halt nicht geschenkt, die sind uns zwar einerseits in uns gelegt, aber sie wachzurufen, das ist uns nicht geschenkt, sondern das müssen wir bewusst machen. Das ist also eine Freiheitstat. Und mit dieser Stimmung können wir uns eben auch wirklich verbinden mit den Wesen. Mit Modi in diesem Fall, aber mit den anderen auch. Das können wir auch mal gerne bei einem Seminar intensiver üben, dass wir vor allen Dingen diese Kräfte, sagen das Zusammenwirken mit den Kräften üben. Das wäre vielleicht mal ein Gedanke. Ja, wenn das für euch in Ordnung ist, wir haben so ein bisschen überzogen, irgendwie scheint das schon fast die Regel zu sein. Ähm, Ich hoffe, beim nächsten Mal achte ich noch ein bisschen mehr auf die Zeit. Dann gehen wir jetzt in die Pause. Geplant war eine 30-Minuten-Pause, aber wir haben auch noch viele Themen in der zweiten Einheit. Ist es für euch in Ordnung, wenn wir 15 Minuten Pause machen? Oder für wen passt es nicht, sagen wir es mal so? Für wen wäre es jetzt ganz schlimm, wenn wir nur 15 Minuten Pause machen? Also es scheint, Susanne, für dich Problem, oder? Du musst das Mikro Also anschalten. 30 wäre für mich besser, ja. Ja. Dann ist auch, können wir so ein bisschen handeln, so ein bisschen so auf 20, 25. Also was wäre das Beste für dich? Haben wir noch ein paar Themen. Ja, also Was wäre die 20 Pause, die du oder auf jeden Fall brauchst? Sagen wir es mal so. ja, also 20 ist okay, genau. Ja? 20. Gut. Dann sagen wir 20 Minuten Pause und dann können es auch noch Fragen geben. Genau. Ja? Also 20 Minuten Pause, das heißt, wir sehen uns von jetzt ab um 10 nach 6 sehen wir uns wieder. Ja? 18:10 Uhr. Ihr könnt alles eingeschaltet lassen, Mikro aus, Kamera aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Еще раз повторите время. Через 20. 18:10.
Константин, вы что-то говорили? Ja. Смена перевода? Мне кажется, что Константин, здравствуйте всем, поднимал только что руку, но не звучал. Ну, включал микрофон, да, но я не слышал звука. Нет, я только подключаюсь, прошу прощения, извините, пожалуйста. Нет, все в порядке. Огромное спасибо уже за это совместное действие. И так много мы уже приняли, и с этим уже живем. Спасибо. Kami spielt schon, aber er muss das Mikrofon, ne? Ach. Das Mikrofon ist noch ausgeschaltet. Und spielen, wenn du möchtest. Wann wird er spielen? Agenda 2033. Ja, ich Vierte weiß, bis siebte. da kommt keiner. Ja, mal schauen.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ein ganzes Feuerwerk, ein Herzchen. Schön. Da kommen noch ein paar Sternchen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Arkadi. Das ist ja auch nicht nur irgendwie eine Musik, ich habe das schon mal gesagt, sondern Arkadi spielt das aus der Stimmung, das sind keine Noten, nach denen er spielt. Und manchmal schafft er auch die Verbindung zu den Sphärenharmonien, dann spielt er das, übersetzt er das in Klaviermusik. Also jedenfalls nicht nach Noten. Lieber Veit, Arkadi sagt, dass er hat das nicht für unseren Webinar-Teilnehmer gespielt, sondern so als in der Pause, auch für die Menschen, die hier auf Hohenfels in unserem Festsaal sind. Und jetzt möchte er andere Musik für unsere Freunde, für diesen Webinar spielen. Ach, schön. Ja, Das wird schön. ganz Ja, das andere war mir Musik schon klar. sein. Das gehörte jetzt nicht zu unserem Webinar. Das war aber auch kein Problem. Aha, okay. Deswegen, ja, schön, dann kommt das jetzt noch. Dann, bitte. Möchtest du das jetzt spielen? Сейчас для наших друзей. Хорошо, можно начинать, да? Ja, und jetzt für unseren Webinar-Freunde, für diese Themen. Ja, schön. Ja, schön.
Vielen Dank, Arkadi. Man konnte natürlich die ganze Zeit jetzt zuhören, aber es gibt noch ein paar Fragen und wir haben noch viele Initiativen aus den Ländern. Also herzlichen Dank. Ja, 3 Fragen also stehen im Chat. Das heißt eigentlich 4. 2 könnte man vielleicht zusammenfassen. Da ist eine Frage von Andre Linnell aus den Vereinigten Staaten. Nach einer Szene in der nordischen Mythologie, die den Übergang von der Naturwissenschaft in die Geisteswissenschaft beschreibt, in ihrer Bildersprache natürlich. Und dann gibt es 2 Fragen von Gelinde und eine davon ist die Frage nach Hödur, ob der Hödur nach Ragnarök auch noch blind ist. Und diese beiden Fragen kann man ganz gut zusammenfassen. Und dann gehe ich auf die anderen beiden noch ein. Denn die hängen zusammen. Ich sagte ja, der Hödur ist der Bruder von Baldur, dem Hellsehen. Aber vor Ragnarök repräsentierte er das alte, geschenkte, instinktive Hellsehen. Und damit noch atavistische Hellsehen. Und durch Hödur wurde er getötet durch die Verführung von Loki, der vor allen Dingen den Luzifer repräsentiert, aber nicht nur. Also, da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Und der Hödur ist in Bezug auf seine Denkausrichtung eigentlich ein Repräsentant des arimanisierten Denkens. Er wird also verführt, nur auf die äußere Welt zu achten. Das hat einerseits seine schwierigen Seiten, also darüber habe ich schon gesprochen. Dadurch verfällt man dem Materialismus. Tendenziell wird auch der Egoismus gesteigert. Und andererseits hat es aber auch seine positiven Eigenschaften, wie das fast immer so ist. Denn diese Richtung des Denkens auf die Naturwelt, auf die materielle Seite der Welt, ist natürlich eng verbunden mit der Naturwissenschaft. Der Höder ist insofern auch ein Repräsentant des aufkommenden naturwissenschaftlichen Denkens. Und damit ist er auch der Repräsentant der Denkkraft, die dadurch entwickelt wird. Man muss unterscheiden den Denkinhalt und die Denkkraft. Und die Denkkraft, die kommt tatsächlich von Ahriman. Die kommt daher, dass wir unser Denken in diesen Jahrhunderten, insbesondere in den letzten 1, 2, 3 Jahrhunderten, stark entwickelt haben, stark geschult haben. Der Inhalt war zwar die reine materielle Welt, aber die Kraft des Denkens hat sich dadurch stark gesteigert. Und deswegen kann Hödur den Baldur eben begleiten. Baldur, das Neue, der dann auch nach Ragnarök das neue Hellsehen repräsentiert. Denn mit der Kraft Hödurs kann man jetzt, wenn man sie auf die geistige Welt lenkt, kann man als Individualität bestehen bleiben und eben in der geistigen Welt wahrnehmen. Diese Denkkraft brauchen wir tatsächlich. Das ist Teil dieses seelischen Trainings, von dem ich sprach. Wir finden das bei Rudolf Steiner zum Beispiel ganz stark ausgebildet in der Philosophie der Freiheit. Aber eigentlich braucht man diese Denkkraft sie wird sozusagen wie trainiert bei der gesamten Anthroposophie. Das macht sie auch ein bisschen anstrengend und für manche Menschen ist das auch zu anstrengend.
Andererseits ist es wie im Sport, wie im Training. Dadurch werden die seelischen Muskeln stärker und man kann eben kräftiger und in die geistige Welt. Wir werden das auch noch bei dem nächsten Webinar noch stark vertiefen, wenn wir über das sogenannte Tor des Todes sprechen. Da kommt dieses Thema unter anderem auch nochmal stark vor. Also das wäre eine Szene, nach der Andrew Linnell fragt. Und damit ist eigentlich auch die Frage von Gerlinde beantwortet, denn der Hödur wird dann sehend. Er begleitet den Baldur wieder, ja, in die neue Welt. Er begleitet das neue Hellsehen. Ja, Baldur und Hödur. Und dann gab es noch zwei Fragen. Eine Frage kommt wieder von Gerlinde. Wo ist der Unterschied zwischen Vergebung und okkulter Vergebung? Die Ja, in gewissem Sinne ist natürlich Vergebung immer okkult, weil man kann sie nicht messen, wiegen, zählen. Sie ist nicht 3 Meter groß oder 5 Kilogramm schwer, sondern sie ist eben eine Seelentat, eine seelisch-geistige Tat. Nur kann man, insofern ist sie sozusagen immer okkult, also nicht sichtbar. Für die Sinnenaugen nicht, für Sinneswahrnehmung nicht sichtbar. Man kann aber wenn man sich dessen bewusst ist, der besonderen Wirkung der Vergebungskraft, und kann man selbst in Verbindung treten, selbst mit Verstorbenen, noch in Verbindung treten und ja, wie nachträglich, wenn man so will, noch vergeben. Also wenn man das im Sinne der Geisteswissenschaft bewusst tut, dann kann man vielleicht das Wort okkulte Vergebung benutzen. Wenn man es auch als Methode, als Kraft nimmt, als Kraft und Methode. Also es ist natürlich, insofern ist da eine starke Verwandtschaft natürlich, aber in bewusster Weise genommen und als Methode genommen, kann man von okkulter Vergebung sprechen. Sergei Prokofjew hat darüber, glaube ich, auch mal ein ganzes Buch geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob er das als Methode auch beschrieben hat. Aber jedenfalls gibt es das auch als Methode. Dann gibt es noch eine Frage von Andreas. Bitte? Genau. Ach ja, noch ein Hinweis, gerade von Irina, dass die okkulte Vergebung eben in höheren Welten stattfindet und sich auch in der Akasha-Chronik ausprägt. Das ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nur das Wort Akasha-Chronik nicht benutzt. Dann noch eine Frage von Andreas nach Material über die nordische Mythologie. Ich kann empfehlen, zum Beispiel von Gundula Jäger, die Bildsprache der Edda. Er hat sich über viele Jahre mit der Edda beschäftigt. Gundula Jäger, die Bildsprache der Edda. Und dann kann ich auch empfehlen von Manfred Stange, die Edda. Götterlieder, Heldenlieder, Spruchweisheiten der Germanen. Und dann gibt es bei Reklam noch die Heldenlieder der älteren Edda. All das dient dazu, in die Stimmung hineinzukommen. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch mehr Material. Also vielleicht können wir auch einiges in den Chat schreiben. All das dient dazu, um in die Stimmung hineinzukommen. Bei Rudolf Steiner gibt es natürlich auch Aussagen in der GA 121, aber auch an anderen Stellen. Und kannst du mal nennen? Bitte? Also, ob du die mal nennen könntest, die anderen Stellen von Steiner.
Also die GA 121 ist reichlich, also jetzt diese Zusammenstellung, wie ich sie jetzt gebracht habe, die findet man natürlich da nicht. Mhm. Und einiges zum Beispiel über den Hödur und so findet man auch nicht. Also es gibt etliches, was ich tatsächlich jetzt, wenn man so will, wie original, ich weiß nicht, ob man den Ausdruck benutzen darf, gesagt habe. Aber man findet auch vieles bei Steiner, und zwar eben die 121, und ich nenne gerade was, wenn es mir gleich wieder einfällt. Ja? Dankeschön. Okay. Gibt es noch Ich gibt hätte es noch noch eine eine? Verständnisfrage, Veit. Ja, Du hattest vorher gesagt, was unsere zukünftige Aufgabe ist, unser Ego zu reinigen und dadurch würden wir immer größer werden. Habe ich dich da richtig verstanden? ähm, ja, ich glaube, ich habe es etwas anders, also war verwandt, aber ein bisschen habe ich es anders ausgedrückt, glaube ich. Oder wollte es zumindest anders ausdrücken. Mm, Also wir haben ja in uns hineingelegt, das, was wir als Bildsprache der Edda zum Beispiel haben. Das ist ja in unsere Seele hineingelegt. Das tragen wir alles in uns. Also wir tragen nicht nur das, was wir gerne hätten, die schönen Kräfte in uns, sondern wir tragen alle anderen Kräfte auch in uns. Wir kommen da übrigens später nochmal darauf, bei der einen der Tore werden wir da ganz verstärkt drauf eingehen. Auch auf die Kräfte des Amfortas und so weiter. Also die tragen wir alle in uns. Und die haben natürlich einerseits die Wirkung, dass wir, mh, wenn wir nicht wach genug sind und wenn wir daran nicht arbeiten, sie uns an die materielle Welt binden. Und nicht nur an die materielle Welt, sondern Luziferische. und auch unterphysische Welt und so weiter und so Mhm. fort. Also das ist, wie gesagt, noch ein eigenes Thema, das werden wir nochmal besprechen. Aber sie haben eben vor allen Dingen die Aufgabe, uns wach zu machen. Denn das ist wie eigentlich immer im Leben so, wenn wir in der Komfortzone leben, also wenn es uns gut geht, dann haben wir nicht unbedingt das Bedürfnis, uns zu entwickeln, irgendwas zu ändern. Ja? Das heißt, haben tatsächlich auch die Aufgabe des Wachmachens. Eigentlich haben sie die Aufgabe, uns bei unserer Entwicklung zu helfen. Genau. Und deswegen sind sie im gesamten Weltenplan berechtigte und, wenn man so will, positive Kräfte im Gesamten, wenn man den ganz großen Plan nimmt. Ja? Da bin ich bei dir. Mhm. Aber im Einzelnen natürlich, wenn man sich ihnen hingibt, also in ihrer negativen Wirkung einfach hingibt, dann wirken sie eben nicht positiv. Also wenn man nicht nur wenn man sozusagen nicht wach wird im Sinne, sondern sich ihnen ergibt, dann können sie wirken eben sehr, sehr negativ bis hin in alle möglichen Verrichtungen, und ganz extrem wird das zukünftig immer mehr werden, auch in dunklen Machenschaften und so weiter. Also deswegen, sie haben ihre Aufgabe als eigentlich Entwicklungshelfer, weil sie unangenehm sind, weil sie dadurch wach machen. Aber dann ist es eben unsere Aufgabe, auch wirklich die Schritte zu gehen in die Entwicklung, sozusagen in die Transformation dieser Kräfte. Ja, Und dann haben sie ihre gute Berechtigung. Da hatte ich dich auch richtig verstanden. Was macht Mhm. meine Katze? Das ist ja im Prinzip auch das, was Steiner mit dem Menschheitsrepräsentanten darstellt, dass der Mensch derjenige ist, der diese Kräfte in die Christusmitte bringt. Was Mhm. mir aber noch gefehlt hat, was eine ganz große zweite Aufgabe von uns ist, diese Göttlichkeit, also den Christus in jedem Menschen zu erkennen. Ich glaube, das ist also eine Aufgabe, die wir nicht aus dem Auge verlieren sollten und auch benennen sollten. Die beiden Aufgaben sind unsere zukünftigen. Das sind definitiv
Ganz wichtige Aufgaben, das ist klar. Das Das wollte gehört ich dazu. nur noch dazu setzen, weil du das Mhm, erwähnt hattest. klar. Ganz wichtig, genau. Ja. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen? Okkulte Vergebung von Inseln. Nein, ich glaube, über okkulte Vergebung, das haben wir jetzt schon gemacht. Genau. Oder? Gibt es noch etwas, was ihr noch am Herzen habt? Nicht. Есть комментарий, чат. Ja, no, das ist это тоже отношение. Ja, okay. Das haben wir schon besprochen. Gut, dann freue ich mich jetzt auf viele Initiativen. Wir wollen ja immer mehr zusammenwirken. Wir werden auch immer mehr die Formen finden, wie das immer besser gehen wird. Und jetzt gibt es schon einige Menschen, die gesagt haben, Mensch, wir wollen gerne mal berichten von dem, was bei uns passiert in Bulgarien, wie wir in Österreich arbeiten oder eine Initiative von Yvonne und dann eben auch von diesem Mantram, von dem ich sprach. Und vielleicht können wir doch mal mit Yvonne beginnen. Magst du? So, gerade Mikro angeschaltet. Ja, danke schön. Ja, also ich bin auf eine Idee gekommen, aufgrund eines Zitates von Steiner, das der Veit in einem der letzten Webinare genannt hatte. Und zwar, dass selbst die äußerlichste Handlung von Esoterik durchzogen sein solle. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie kann das denn geschehen? Und mir kam auch noch der Gedanke, dass ja die große Gefahr, auf die Steiner auch immer wieder hingewiesen hat, die Tatsache ist, dass die Menschheit so sehr in den Materialismus versunken ist und auch tiefer, als es wohl ursprünglich geplant war. Und deshalb dachte ich, wenn man mit ganz kleinen Aktivitäten und Handlungen wenn wir uns immer wieder an die geistige Welt anbinden, weil die ja so vergessen wurde, und wir machen das ganz bewusst eben mit kleinen Handlungen im Alltag, dann könnten wir doch unser Leben in gewisser Weise respiritualisieren. Das ist so der Grundgedanke dabei. Und um jetzt zum Praktischen zu kommen, das ist etwas, was ich selber schon die ganze Zeit praktiziere, wirklich zu versuchen, so viele Handlungen des Alltags wie möglich mit dem Geistigen zu verbinden. Also das sind solche, ja, eigentlich Selbstverständlichkeiten, wenn man durch die Stadt geht und Menschen begegnet, die Menschen mit einem offenen Blick anzuschauen, ihnen zu zeigen, ich nehme dich wahr, ich sehe dich, und jemandem ein Lächeln zu schenken, so wie Uschi eben sagte, bei den Begegnungen mit anderen Menschen uns bewusst zu machen, der andere ist genauso ein geistig-göttliches Wesen wie ich selber und ich behandle ihn auch als solches. Allein das unbewusst dem anderen sozusagen zu senden. Es können Dinge sein, dass man beim Autofahren im Berufsverkehr andere vorlässt, obwohl sie keine Vorfahrt haben. Man kann für sich selber beginnen, jeden Tag mit einem Gebet zu beginnen, abends den Tag zu beschließen. Wir können uns mit Christus, mit Michael, mit Vida verbinden. Es gibt so viele Dinge. Oder auch bei den Mahlzeiten an die Elementarwesen, die Naturgeister zu denken. Wir sind ja in allen Lebensreichen mit diesen verbunden und uns zu bedanken für dieses unermessliche Opfer, das sie bringen. Ja, und das ist der eine Gedanke, das ist etwas ganz Kleines, fast Banales, was jeder Mensch sofort in seinem Leben tun kann. Und der nächste Schritt wäre dann, erst dann wird es ja eine Initiative, dass die Menschen, die mitmachen wollen, dass wir uns verbinden, vielleicht tatsächlich begegnen, die in der Nähe wohnen, oder dass man über Zoom sich ab und zu verbindet und auch abspricht,
welche Handlungen man macht oder welche Wahrnehmungen wir dadurch haben. Ja, das ist es eigentlich schon. Wunderbar. Ach so, vielleicht sollte ich noch erwähnen, ich hatte dann in dem ersten Moment, als mir die Idee kam, gleich eine Liste ausgearbeitet, eine 3-gegliederte Liste. Die kann ich gerne für Interessierte zur Verfügung stellen. Da habe ich einmal Aktivitäten zusammengestellt, die man für sich selber machen kann, dann Aktivitäten unseren Mitmenschen gegenüber und dann noch Aktivitäten in Bezug auf die Erlösung von den Elementarwesen. Und es war ja noch ein wichtiger Gedanke, den habe ich gerade noch vergessen. Ich habe diese Handlungen so lichtvolle Handlungen genannt und hatte die Vorstellung, dass wir damit im ganz, ganz kleinen Alltäglichen doch auch sowas wie ein Lichternetz schaffen können. So, das war's jetzt. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ganz, ganz offen gesagt, das ist nichts Kleines, sondern das sind, du sagst zwar, es sind kleine Dinge und in gewisser Weise stimmt das, aber ohne es so zu tun, würden die ganzen großen, sogenannten großen Dinge wie Kulturoasen aufbauen und so. Und insofern ist das also wie das Blut für all das, was man so vorhaben kann. Der Blutkreislauf. Und insofern ganz, ganz, ganz wichtig. Man könnte es Ja, auch wenn ich sagen, die das Mysterien des Alltags. Ja? Wenn ich das mal ganz kurz ergänzen darf, das stimmt insofern schon, weil ich immer wieder spüre, es wird alles von der geistigen Welt gesehen und sie warten nur auf uns. Wir müssen den Anfang machen und ich merke, wir bekommen so viel Unterstützung. Es ist manchmal fast beschämend, wie viel Unterstützung wir bekommen und dass das so wenig genutzt wird. Und von daher ist es wirklich so, ich habe das genannt, die Macht der kleinen Dinge. Mit solch kleinen Dingen ist so viel Licht in die Welt zu bringen, dass es schön wäre, wir würden es nutzen. Schön. Was hältst du davon, wenn du diese Liste in den Michaeliten-Telegram-Kanal stellst? Also kann ich probieren. Ich bin mit dem Internet nicht so besonders fit, aber ich werde jemanden fragen, notfalls, wenn ich es alleine nicht hinbekomme, und dann stelle ich die innerhalb der nächsten Zeit rein. Also da finde ich bestimmt jemanden, der mir hilft, wenn ich es alleine nicht verstehe, wie es geht. Ja, Gut, mache genau. ich. Und wenn du magst, deine Kontaktdaten, weißt du, dass sie euch dann, die interessierte Menschen dann auch verbinden können. Wie du willst. Also das wäre eine ganz konkrete Möglichkeit. Gut, ich kümmere mich drum. Danke. Ja? Ja, schön. Vielen Dank. Ja. Gibt es da noch, ich glaube, das war so selbstsprechend, ne? Oder? So schön, dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten über, oder es war eigentlich sehr klar, ne? Oder gibt es dazu jetzt noch Fragen? Oder ich glaube, wir warten auf die Liste. Ja? Genau. Dann wäre vielleicht Bulgarien dran. Olga, möchtest du? Mhm. You mean me, right? Yes? Okay. Then I speak in English and Nadia, you can translate, yeah? Okay. Yeah, then I will... Yeah, I need to turn on my the right captions. Just a moment. Yeah. Так, я постоянно слышу, когда идет перевод, мне надо отключить, наверное, перевод. Da один Moment, einen Moment, ich werde jetzt auf Deutsch übersetzen.
Okay, so I speak in English, right? You translate to German. Can we check if everyone found the German channel? Did everyone find the German channel? Yeah, okay. Okay, then I will start. Okay, my name is Olga Shishkova, and I'm half Ukrainian, half Bulgarian, and I live in Bulgaria now at the moment. And my initiative is about the introduction of three-membered principle in Bulgarian society. Bulgaria now is in a very tumultuous time. This is a chaotic time and very not so calm time for Bulgaria. Bulgaria is in a very difficult period in its development. We have had some protests. Entschuldigung. Ja, ich wohne in Bulgarien und Bulgarien erlebt jetzt im Moment ziemlich schwierige Zeiten. Das ist eine komplizierte Periode in Entwicklung. Wir haben Protesten in den Straßen und das waren sehr viele Menschen draußen. Und das war die Bewegung von Menschen, die möchten etwas zu verändern. Und was war in unserer Regierung vor kurzem? Das war diese falsche Stabilität. Das war eine Stabilität von mafiosen Regierung mit Korruption, mit viel Korruption. Und in den letzten 3 Jahren in Bulgarien, wir hatten 7-mal Wahl. In 3 Jahren, jede halbes Jahr, jede 6 Monate hatten wir noch eine Wahl und noch eine Wahl. Und das war auch Einfluss von amerikanischer Seite und es gibt auch russisches Geld von russischer Föderation, die versuchen, die Situation destabilisieren. Sie machen Fake News oder beeinflussen Medien und die Europäische Union, Institutionen. Und wir wissen, dass Krieg ist sehr nah zu uns. Und viele Menschen, viele flüchten aus der Ukraine nach Bulgarien. Und sie sagen, dass diese Situation ist sehr instabil und das kann auch in Bulgarien bald passieren. So, der Kriegsatem ist ganz nah zu uns. Und wir wissen von Menschenrepräsentant, Skulpturgruppe, dass die Anthroposophen sollen nicht den Bösen bekämpfen, sondern ins mehrere Gute umwandeln. Und die Dreigliederung, mein Dreigliederung Prinzips, Konzepten in Sozium. Und ich habe vor kurzem einen Artikel veröffentlicht und jetzt werde ich ein paar Thesen von diesem Artikel erzählen.
nicht den ganzen Inhalt natürlich. Und wir sehen, dass ein Grund für jeden Krieg ist, die Territorien zu ergreifen. Wir sehen, dass es gibt in Donbass, in Luhansk, in Krim, dass die Soldaten von einer Land ergreifen die Territorien von das Land von anderen Staat. Und das ist ein großer Fehler von unserer Gesellschaft, dass die Gedanke, dass das Land kann jemandem gehören. Das Land ist erschöpft von sehr hohen Hierarchien durch Throne, Elohim. Die geben uns die Möglichkeit, diese Erde zu treten, und dass die Erde fest ist und nicht wackelt, das ist so, das Land, die Erde gehört nicht zu irgendwelchem Präsident oder Oligarch. Die Erde gehört nicht zu Menschen, die ist von Göttern erschöpft und gehört nur zu den Hierarchien. Und ein Mensch kann nur ein bester Benutzer werden. Which is my initiative. For now, I published it in the Anthroposophical Gazette, Anthroposophical newspaper of Bulgaria, so that it starts und die geistige Gemeinschaft kann die Welt, die Erde irgendwie führen, die Erdenbenutzung. Und ich habe diesen Artikel veröffentlicht in einer anthroposophischen Zeitung in Bulgarien. Und wenn das überhaupt passiert, diese Ideen beginnen in Menschenseelen zu leben. Und wir brauchen mehr Köpfe, mehr Herzen, um diese Idee ins Leben zu bringen. Ja, ich bin schon fertig mit meinem kleinen Beitrag und ja, ich bedanke den Übersetzer und gebe das Wort weiter. Vielleicht gibt es noch Fragen dazu. Ja, also ich glaube, es kommt eine sehr große Unterstützung natürlich jetzt auch für den Mut, das eben in die Öffentlichkeit zu bringen in Bulgarien. Und ich möchte es nur auch nochmal aufgreifen, insofern einmal von der Initiative selbst von Olga für Bulgarien, aber auch als Ziel der Michaeliten, mittelfristig auch in einer Dreigliedrigkeit zusammenzuarbeiten. Natürlich alles immer in Freiwilligkeit, also wer das will. Aber es wäre eben eine große Chance, wenn wir es schaffen, wirklich genügend Michaeliten anzusprechen, wirklich auch in dreigliedriger Weise selbst über Landesgrenzen hinweg zusammenzuwirken, Schritt für Schritt. Und damit schaffen wir eben das, was Rudolf Steiner nannte, den Leib und das Blut Christi, also den sozialen Leib.
Und ja, genau, ich wollte nur einfach das nochmal unterstreichen, was Olga da gesagt hat, für Bulgarien. Aber es ist eben auch das Ziel unserer Michaeliten-Initiative. Wie gesagt, immer freilassend und nie, man mag sich dazustellen oder nicht, aber ich will es einfach genannt haben. Ja, und als du von der Erde sprachst, dachte ich natürlich sofort an das Mantra, das uns da aus Schweden gegeben wurde. Und vielleicht kann das jetzt auch anschließen. Ähm, ja. Wie wollen wir hören, was da aus Schweden geschenkt wurde? Wer möchte das beitragen? Guten Abend. Ja, ich kann von Schweden erzählen. Eigentlich welches große Geschenk kam eigentlich für alle von uns. Ja, ich will jetzt eine Verbindung machen mit diesem Thema, die heute, das ist nordische Götter. Was hat Rudolf Steiner gesagt, dass die Kulmination des Anthroposophie kann kommen mit der Hilfe des nordischen Göttern. So, das ist dieser skandinavische Impuls. Und eigentlich dieses wichtigste Element, das ist dieser Regenbogen, das ist Bifrost, das ist in nordischer Mythologie solcher Name haben wir, und das bedeutet, dass dank dieser Bifrost haben Möglichkeit eigentlich Substanz auf die Erde kommen und auch haben Möglichkeit Leuten zu den Göttern, ja, wir können unseren Schritt machen. Und was passierte eigentlich dieses letzte Monat? Ja, eigentlich haben wir apokalyptische Zeit. Ich bin from Ukraine und ich wohne jetzt in Schweden. So, unser alter Anthroposoph, schwedische alter Anthroposoph, heißt Per Album. Da kam eine Mantra, ja, können wir so sagen, eine starke Mantra. Und an welcher Zeit? Das war für mein Land der wichtigste Event auf Englisch. Das war die Gründung des Anthroposophischen Gesellschaft. Und für das, was hat geschehen, einen Monat vorher, eigentlich Per Album hat zu sich selbst eine Frage gestellt. Was bedeutet das, eine Gesellschaft zu gründen, anthroposophische Gesellschaft? Und eigentlich der wichtigste Moment, welche Mission muss solche Gesellschaft haben? Was kann Anthroposophie an dieses slawische Land machen? Welche Aufgabe? Und als Antwort, und das war nicht nur eine sozusagen Inspiration, das war eine wirklich innerliche Arbeit. Da kam zu ihm als Antwort ein Feedback-Mantra. Und diese Mantra hat eigentlich solche Bedeutung, dass sie kann initialisieren oder können wir sagen, auch verstehen, dass Kräfte der Rus auf meiner Sprache, diese slawische Erden heißen Rus. In unserer Geschichte, das war gegründet Kiew Rus. Und in diesem Mantra gibt es auch
das ist eigentlich ein Ruf für Hilfe, ein Ruf, um diese auferstandene. Okay, ich kann mehr langsam sprechen, Entschuldigung für Übersetzung. Tatjana, Entschuldigung, kannst du das Mantra einmal sagen, bevor du dann weiter erklärst, vielleicht einmal, weil ich jetzt gleich reingehe in die anthroposophische Tagung hier. Ja. Danke. Ja, zuerst mache ich diese Vorbereitung. Das ist sehr wichtig. In diesem Mantra können wir hören, diese alte esoterische Name des slawischen Land. Das ist heilige russische Erde. In meiner Sprache, das heißt Russ. Ja, heilige Russ. Und das ist sehr wichtig, wenn wir jetzt können hören, jetzt kann ich diese Mantra, jede Zeile sprechen. Das ist sehr wichtig, wirklich richtig hören und nicht falsche politische Bedeutungen sehr schnell haben. Und es gibt und dazu müssen wir dann Einführung machen. Aber jetzt, wie klingt eigentlich diese Mantra? Werde Licht, heilige russische Erde. Beten wollen wir aus Hoffnung, zart auf dich tretend. O heilige russische Erde, werde. Und das ist eigentlich ein Ruf für Hilfe. Was hat Rudolf Steiner gesagt? Er hat gesprochen über Ost, über eigentlich die 6. Kulturepoche. Die 6. Kulturepoche in Zukunft würde auf slawische Länder an diesem Gebiet. Und Rudolf Steiner hat gesprochen über slawische Seele oder mit anderen Worten über russischer Volkgeist. Und Rudolf Steiner meinte alle slawischen Länder. Das ist Russ in unserer slawischen Sprache, aber auf Deutsch, das kann auch so klingen, heilige russische Erde. Und wir müssen unsere Aufgabe verstehen, was klingt in diesem Mantra. Und hier, welche eigentlich geistige, wissenschaftliche Einführung müssen wir noch machen. Das ist historischer Blick. Dieses Verständnis, was passierte früher in der Welt. Und Tatjana, soll ich das einblenden? Ich könnte das einblenden auf dem Bildschirm. Ja, ich könnte das auch machen, aber Tatjana, ich glaube, die Internet. Tatjana, ich könnte das Mantra einblenden. Soll ich das tun? Ja, bitte. Ja. Mhm. Ja, weiter. Danke schön. Ja, jetzt können wir alle 7 Zeilen sehen. Und dieser historische Aspekt, das vielleicht, das ist auch für, wir können jetzt bemerken, dass es vielleicht, das ist nicht Zufall, das Mantra kam in diese apokalyptische Zeit nach Skandinavien, nach Schweden und besonders nach Schweden, nicht durch Norwegen, nicht durch Finnland, aber durch das slawische Volk. Und per Album, er ist ein Repräsentant des slawischen Volkes. Und in unserer slawischen Geschichte
was passierte im 5. Jahrhundert. Das urslawische Volk kam nach Schweden und eigentlich dieser Name russische Volk eigentlich war so geschafft, dass Schweden nennen sich Ruzi. Das war schwedische Volk. Und dann diese Verbindung zwischen schwedischer und urslawischer Völkern, dann gibt uns dieses Wort Russ, ja? Russisch. So, das ist sehr alte Wort. Wir müssen sehr gut verstehen. Und was passierte? Eigentlich, welche Tragödie passierte in einem Jahr 1250? In einer, wir können sagen, in Mongolia, das war früher ein Mysteriumzentrum des Luzifer. Diese mongolische Kräfte, mongolo-tatarische Kräfte, ja, kam nach slawischen Ländern, und das passierte so, dass moskowische Fürstentum war gefangen mit diesen Kräften, mongolo-tatarische Kräfte. Und ja, die anderen slawischen Länder, ja, sie hatten Kraft für diesen Widerstand, aber für moskawische Gebiet, das war gefährlich. Dann haben wir, was wir haben. Eigentlich da gründete sich eigentlich russische Reich, diese russische Imperie. Und das ist das, was wir auch in unserer modernen Zeit können erleben. Jetzt, wir können diese Kräfte sehen durch Mafia, ja, auch in Russland sehr starke Mafia. Und ja, diese Situation rund Krieg, das ist eigentlich Weltkrankheit. Ja, und wir müssen alle Achtung haben. Und ich komme zurück zum Nordeuropa, nach Skandinavien. Und jetzt diese eigentlich Impuls, ja, diese Mantra als sehr starke und mächtige Instrument Entschuldigung, kam ja, 1 Monat vorher. Und für Ukraine, das ist auch diese letzte Monat sehr gefährliche Zeit, sehr gefährliche Situation. Und das ist vielleicht auch nicht so Fall. Und ja, das ist auch ein Rätsel, warum diese Mantra kam jetzt an diese Weihnachtszeit. Aber was ist wichtig, dass in diesem Mantra beten, mit dieser Substanz würde es möglich, wirklich so beten, als richtig beten, nicht als wir machen als Religie, wie in Kirchen zum Beispiel, machen wir, nein, das muss wirklich vom Herz, von großer Hoffnung kommen. Und was wollen wir beten? Wir wollen beten um diese
um eine Verstehung des heiligen russischen Erde, diese Kraft von slawischer Erde, um eine Verbindung mit slawischer Seele zu bekommen, ja, eine Verbindung mit dieser Archangel. Und das ist eigentlich diese goldene Mitte, nicht Polysen. Und hier, wenn wir gucken an diese erste Zeile, werde Licht, hier können wir bemerken, dass es als dieses Element des Schöpfung des Welt, ja, und in Biblia können wir finden und ein Gott hat gesagt, es werde Licht, es werde Licht. Und hier eigentlich, das ist diese Schöpfung, in dieser ersten Zeile sehen wir, dass wir starten, unsere schöpferlichen Kräfte aufwachen und beten wollen wir. Hier, was können wir sehen, diese Kraft der Zeit der 6. Kulturepoche, weil eigentlich nur in 6. Kulturepoche nach 1500 Jahren können wir wirklich haben diese schöpferische Willenkräfte. Und aber nur jetzt, wenn wir wollen wirklich um die 6. Kulturepoche kommen kann, dann müssen wir jetzt diese 6. Kulturepoche vorbereiten. Und hier wachen wir in uns wir lernen, wie können wir wirklich beten. Aber wo können wir Kraft finden? Und Kraft können wir finden aus Hoffnung. Weil wenn wir wirklich Hoffnung haben, wahre Hoffnung, dann würde alles möglich. Und dann der letzte, 6. und 7. Zeile, wir können so sprechen, eigentlich mit unserer aufwachenden aus Hoffnung, diese Willenskräfte, ja, beten wollen wir aus Hoffnung. Entschuldigung, zart auf dich tretend. Jetzt kann ich dann erklären, was das bedeutet. Dann können wir wirklich mit dieser aufwachenden in uns Kräfte dann noch einmal bitten, diese slawische Erde, ja, heilige russische Erde, ein Licht zu sein. Weil, was bedeutet das? Das bedeutet, dass dann kann wirklich Himmel auf der Erde kommen. Und wie können wir verstehen, zart auf dich tretend, ja? Beten wollen wir aus Hoffnung, zart auf dich tretend. Das bedeutet, wir müssen so lernen, unsere Schritte machen. Wir können so sagen, an 3 Ebenen, an physische, seelische und geistige. Wir können so vorstellen, wie können wir auf dem Himmel unsere Schritte machen, sehr vorsichtig. Und eigentlich, das ist diese Kraft der 6. Kulturepoche. Aber wir können jetzt lernen, wie können wir in verschiedenen Situationen, zum Beispiel, ja, das ist jetzt, da spreche ich, wie können wir mit diesem Wesen des Mantra Verbindung haben. Aber wenn wir wirklich mantrisch sprechen, dann müssen wir eigentlich mit dem Herz.
nicht mit dem Kopf, weil das ist eine Mantra und Mantra kann eine Kraft haben. So, ich denke, das ist diese kurze Erklärung über jede Zeile. Aber was ist wichtig? Jetzt, es ist sehr wichtig, dass diese Mantra die kann erwachen, 6. Kulturepoche und eigentlich vorbereiten, hat Möglichkeit von Skandinavien nach Zentraleuropa kommen. Weil nur dann von Zentraleuropa kann diese Substanz nach Osten kommen. Und ja, mit dieser Hoffnung, mit wirklichem Beten können wir bitten, um diese Ruß, kann sie auch verstehen. Ja, und wir bieten um diese Kraft der 6. Kultur bekommen kann. Und was hatten wir schon gemacht als Leute? Ja, diese 2 Wochen vorher, das war Möglichkeit, von Schweden nach Zentraleuropa eigentlich nach Hohenfels kommen und schon einige deutsche Leute, ja, und das war ein Seminar und das war Möglichkeit, unsere ersten Schritte machen, um über diese Mantra zu sprechen. Ja, und üben, auch eurythmisch üben und üben, wie können wir Schritte machen und darüber sprechen. Das war so. Und jetzt, wie tief können wir diesen Impuls, über diese Mantra, über diesen Impuls zusammensprechen? Was ist das? Was bedeutet? Das würde die Beste. Und dann können wir Hoffnung haben, dass dieser Krieg, dieser eigentlich Weltkrieg kann verschwinden. Das würde möglich, diese unsichtbare böse Kräfte, kann ich sagen, weg verschwinden. Böse Kräfte können verschwinden. So, das ist eigentlich ein Ziel. Das ist, was wir können auf unsichtbare Niveau machen, an esoterischem Niveau machen in solche schreckliche Situationen. Also ich denke, dass per Album Erklärungen bekommen, so von verschiedenen Seiten. Und wir hatten auch jetzt untersucht, dass diese Mantra haben eigentlich 3 Aspekte. Für 5. Kulturepoche, für 6. Kulturepoche und für, ich kann so sagen, für die ganze Welt. Wenn wir in diesem Mantra können ja bitten, ja, heilige Christuserde und so weiter. Diese Inspiration kam zum noch an andere Anthroposoph von Deutschland und das kann auch so sein. Aber der wichtigste, dass wir können nicht verpassen solche Möglichkeit. Und ich denke, dass wir können eigentlich viel von einer Seite Neues gelernt und Inspirationen bekommen und von anderer Seite wirklich eine Möglichkeit bekommen, etwas ändern.
ja, und diese 6. Kultur vorbereiten. Ja. Vielen Dank, Tatjana. Ich verstehe, was du sagst, so, dass die Weise, worauf jetzt auf diese russische Erde gekämpft wird, das ist nicht so, wie die nächste Kulturepoche kommen kann. Das sagt auch das Mantra, so wie ich es verstehe. Zart treten. Jetzt wird die russische Erde vertreten, anstatt dass darauf getreten wird, auf eine zarte, wahrsame Weise. Und ich erlebe das Mantra, so wie du das gesagt hast, auch so, dass wir, die es hören, wir können beitragen, dass diese schreckliche Kriegssituation für alle Parteien, dass wir ein Gegengewicht schaffen können durch dieses Mantra, dass in unsere Hände jetzt ein Instrument gegeben ist, damit ich als kleiner Mensch, ich wohne in Norwegen, was kann ich machen gegen diesen Krieg? Nicht? Und diese Kräfte, die da im Spiel sind. Aber mein kleiner Beitrag könnte sein, dieses Mantra zu sprechen, zu meditieren, damit geistige Kräfte wirken können. Weil nur auf diese Kräfte ist unsere Hoffnung gebaut, nicht, dass etwas ändert. Es werden nicht die gewöhnlichen Menschen sein, die das stoppen, die einen Halt rufen an diesem Krieg. Wir brauchen diese höhere Kräfte. Es ist auch sehr schön, dass das kommt durch einen Schwede, aber in die deutsche Sprache. Also da ist eine unglaubliche Verbindung in das Ganze. Von Nordeuropa mit Mitteleuropa, Zentraleuropa, mit dem Osten und den Einfluss in den Westen. Ich danke sehr für diesen Beitrag von dir. Ich übergebe das Wort. Dankeschön. Und noch einen Moment. Was passierte in Hohenfels, ist, dass plötzlich von einem Musikant kommt die Inspiration, er wollte gerne eine Musik schreiben für diese Mantra. Ja, wir müssen verstehen eigentlich, dass wenn wir an esoterischem Niveau arbeiten wollen, dass es wirklich, wirklich gut Mantra sprechen, weil das ist Rezitation, Deklamation und Rhythm sehr wichtig. Das ist von einer Seite. Von der anderen, wenn wir wollen vom Herz, ich verstehe nicht alle Leute vorbereiten, so vom Anfang an solche höheren Niveau meditieren, diese Mantra, dann es kann auch kommen, im Herz, im Seele durch Lied. Dann kann auch diese lieben Kräfte kommen, diese Beten. So auch, unser Roman hat vorbereitet ein kleines Video mit dieser Musik, die war gespielt in Hohenfels mit Worten von Mantra. So eigentlich können wir auch das hören als Lied, von dieser Wollen wir es nicht zusammen singen? Wir jetzt? Auch können, wir können auch. Tatjana, ist es nicht schöner, wenn wir es jetzt zusammen singen? Dann brauchen wir Arkadi und Piano. Aber vielleicht zuerst kann Roman sagen, dann können wir singen.
Werde Licht, heilige russische Erde. Beten, heilige russische Erde. Beten wollen wir aus Hoffnung zart auf dich treten. Heilige russische Erde, werde. Noch einmal. Werde Licht, heilige russische Erde. Beten wollen wir aus Hoffnung zart auf dich treten. Heilige russische So. Нужно меня убрать с переводчика. Кто-то может мне убрать перевод, снять переводчика с меня? Тогда будет всем слышно. So, das ist ein organisatorischer Moment, wo Roman jetzt die Übersetzung übergibt. Und eine Erklärung, wir hören jetzt eine Stimmung von Per Album. Wie hat er uns diese Mantra mantrisch gegeben? Ja, danke. Mhm. Bist du jetzt, Tatjana, bist du jetzt fertig oder, also, wie ist es jetzt gedacht von deiner Seite? Fertig? Oder kommt jetzt noch die Musik von Arkadi? Veit, jetzt kommt noch Video, aber ich muss zuerst eine Sache machen. Mhm. Jetzt kommt Video. Mhm. Werde Licht, heilige russische Erde. Beten wollen wir aus Hoffnung zart auf dich treten. Heilige russische Erde, werde. Noch einmal. Werde Licht, heilige russische Erde. Beten wollen wir aus Hoffnung zart auf dich treten. Heilige russische Erde, werde. Heilige russische Erde, aus Hoffnung, zart auf dich treten. Heilige russische Erde, werde.
Ich danke sehr für diese Möglichkeit, jetzt an diesem Webinar über Mantra sprechen und diesen Impuls bringen. Dankeschön. Und alles, was wir, alle Erklärungen und Materialien wir können organisieren, können wir an unsere Seite michaeliten.org dann weitergeben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Tanja. Ich glaube, das war sehr berührend und es ist schön, dass wir die Musik auch aufgezeichnet haben. Jeder kann sie dann auch nochmal per YouTube hören, also nachhören sozusagen, wenn wer möchte. Und ich möchte noch einmal betonen, was Tanja auch schon gesagt hat. Das ist überhaupt nicht politisch. Da geht es nicht um politisches Russland, politisches Ukraine, politisches Bulgarien oder so, sondern dann ist die gesamte slawische Erde gemeint, natürlich auch sehr stark die ukrainische Erde, aber nicht im politischen Sinne, sondern dass eben da wirklich der Sinn für die sechste Kulturepoche aufgeht, bei der wir Menschen, wir Menschen, eben insbesondere die slawischen Menschen sind dafür prädestiniert, die ja, den Christus mit der Erde verbunden sehen. Also sozusagen wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes, den Himmel auf Erden, aber sozusagen den himmlischen Aspekt der Erde sehen und das auch wahrnehmen. Und wie gesagt, vollkommen unpolitisch. Ja, ganz wichtig. Das ist für alle Slawen. Eigentlich für die gesamte Menschheit, für uns alle. Ja, vielen Dank. Wir sind tatsächlich jetzt am Ende des Webinars sogar schon ein bisschen drüber. Deswegen bitte ich jetzt alle anderen Initiativen um Verzeihung und darum, dass wir sie beim nächsten Mal hören. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm. Dann können wir uns wieder auf was freuen und es kommen bestimmt noch Initiativen hinzu. Meldet euch bitte. Gerne auch mit eurer Reflexion. Was war besonders fruchtbar? Wo können wir noch etwas weiterentwickeln? Und was uns wirklich helfen würde einfach bei der Übersetzung dieser Aufzeichnungen auch in andere Sprachen, ist eben, wenn noch mehr Menschen den Kanal abonnieren, also einfach draufklicken. Das Abonnieren heißt draufklicken. Da geht es nicht um Geld, sondern einfach draufklicken. Da muss keiner was kaufen, aber dadurch kriegt man eine viel bessere Übersetzungsmöglichkeit mit YouTube. Das würde uns sehr helfen. Ja, das sei nochmal gesagt. Ich bedanke mich bei allen, bei euch. Freue mich, dass jetzt sogar noch mehr dabei waren als beim letzten Mal. Ich hoffe, dass das weiter so zunehmen wird. Ich denke, dass wir vielleicht zukünftig noch etwas mehr Raum geben für Übungen, vielleicht, aber schreibt mir das gerne. Und ja, freue mich auf das nächste Mal. Beim nächsten Mal geht es um das Tor des Todes, wie Rudolf Steiner es nennt. Und das wird nochmal sehr spannend. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann. Tschüss. Ja. Благодарность, друзья.
Тоже прощаюсь с вами. Спасибо.